David kein Twitter dabei hat. Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom, neben mir sitzen Nick, David und Leo. Wir machen heute ein bisschen Giga Games mäßig. Die gibt's tatsächlich noch. Nee. Fuck you, Nick. Nee. Eigentlich nicht. Robin kann leider nicht. Robin hat Corona erwischt. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir versuchen ihn bestens zu vertreten und gucken gleich mit euch zusammen das Summer Game Fest. Ihr seht den Countdown links unten in der Ecke. In 4 Minuten geht's los. Jeff Keighley's Show, die wird so ungefähr 2 Stunden lang sein. Und wir wissen schon von einigen Sachen, die dort angekündigt werden. Unter anderem war eine große Sache auch schon geleakt ist. Ich spreche sie jetzt mal nicht an, falls Leute in diesem Raum sie vielleicht noch nicht kennen. Und danach machen wir eine ziemlich lange Pause. Ich komme dann nochmal um 0 Uhr und gucke mit euch das Devolver Digital Event, weil da unter anderem Monkey Island gezeigt wird. Aber jetzt kommt erstmal das Summer Game Fest und ich frage direkt mal in die Runde. In das Orakel, was für Spiele kommen heute? Du hast gerade schon wirklich, das klang nach einem Spiel. Ich freue mich auch schon drauf, wenn du das so sagst. Gerne. Ich möchte vorher trotzdem in den Raum werfen, dass Ron Jeremy in Ghostbusters einen Cameo-Auftritt hatte. Das nur am Rande. Ich sage Remnant from the Ashes. 7. Nochmal. Das ist einfach das Remake. Remnant from the Ashes. Remake, einfach nochmal das Spiel. Wir haben uns überlegt, wir bringen das einfach nochmal in den Verkauf. Ich sehe, du könntest Spieleexperte werden. Du musst natürlich richtige Spiele nennen. Zum Beispiel, wir wissen alle, dass heute Chrono Trigger 2 angekündigt wird. Mhm. Dann das Remake von Monkey Island 3. Mit aber echten Charakteren. Komische Entscheidung, kurz vor Monkey Island 5, ja. Aber ja. Dann Diablo Immortal, aber in nicht scheiße und ohne Mikrotransaktionen. Also Diablo 4, sie haben es aber umbenannt in der Zwischenzeit in Diablo Immortal. Wurde auch nochmal einfach released. Das sind meine 3 Tipps. Okay, sehr gut. Nick, jetzt du. Was ist dein Tipp? Was für ein Spiel möchtest du sehen? Graphit. Oder wie hieß das? Was? Graphit? Graphit oder COP-Head. Ihr dürft euch nicht so viel auf Pre-Stream-Jokes ausruhen. Aber das ist die das Leute Beste. nicht. Das ist der Point. Ja, ich sehe auch gerade schon, dass im Chat einige Leute ihre Vermutungen posten. Nier 3 wird gesagt, Automobili Lamborghini, finde ich auch gut. Ja, Nier 3 können die heute nicht revealen. Nee, das geht nicht. Das wäre gemein. Wie hier from our German fans, that Robin Schweiger today is not in the livestream? No. Then we have no Spiel heute for you. Wir müssen alles verschieben. Robin, krass, wie gut du Yoko Taro nachmachen kannst. Das ist ein bisschen gruselig. Ja. Sieht doch ein bisschen aus wie er. Ich habe Wochen geübt. So sieht er ohne Helm aus. Ja. Nee, mit. Also ich bin auch manchmal Deadmaus, wenn ich gerade nicht Yokotaro bin. Du bist manchmal auch Daft Punk, beide. Ja, beide. Aber jetzt habe ich mich aufgelöst, weil es mir so anstrengend ist, immer 2 Leute auf einmal zu sein. Ich komme nicht in den Chat, das macht mich unbefriedigt, weil ich möchte gerne den Chat lesen. Deadly Premonition 3. David ist laut, das können wir ändern. Oh, Entschuldigung. Ja, aber die anderen sind ja jetzt... Nein, ich pegel dich einfach ein bisschen runter. Die ersten Leute, die meinen Namen falsch schreiben. Deadly Premonition 3, finde ich super. So, ich hoffe, das geht jetzt. Sagt uns gerne, falls irgendwas mit der Lautstärke nicht stimmt. Ich kann das anpassen im Nachhinein. Auch gleich beim Stream anfangen, damit ihr alles versteht. Plot Twist, sie schreiben wirklich nur K, aber sie schreiben dafür ein O in der Mitte. Nock. Es ist unser Nock! Nee, ist einfach so ein Unicode-Zeichen, so ein verstecktes. Was? Nock? 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 Was ist Nock? Ja, da. Ach, Nick. Nockolaus. Nock. Bist du irgendwo gegen Ich dachte, ihr redet über Neck. Ich dachte auch, gibt es einen neuen Teil von Neck, der aber Nock heißt? Neck 3 heißt jetzt Nock. Und genau. Wir sind noch nicht mal on air und ich spüre schon, wie mir das Hirn aus den Ohren rausläuft. Er kann jetzt klopfen. Nick heißt jetzt Nock. Sind wir noch nicht on air? Fucking hell. Nein, das wird auch nicht aufgezeichnet. Das ist nur der Test. Okay. So, 1 Minute noch. Ich schalte schon mal aufs große Bild. Jede gute Wie kann es sein, dass Robin Covid hat und trotzdem derjenige ist, der Glück hatte? Er hat alles richtig gemacht. Alles richtig. Der tut doch bestimmt nur so. Ich frage mich aber auch, also das gibt's doch gar nicht. Jeff Keighley, will ich mal dazu sagen, hat vorher wirklich gesagt, also ich habe im Teaser auch schon gesagt, er hält den Ball so ein bisschen flach, weil jetzt nicht die ganz krassen Sachen kommen sollen, aber wir wissen zum Beispiel, dass es einen neuen Street Fighter 6 Trailer geben wird, was mich sehr freut, weil je mehr ich von dem Spiel sehe, desto mehr mag ich es auch. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, die eine Sache, die schon geleakt ist, habe ich auch schon ein paar Mal im Chat gesehen, ich will es jetzt trotzdem nicht nochmal sagen. Und mal gucken, was sonst noch. Modern Warfare 2 wird dabei sein, ich glaube, da sind wir hier alle ganz hype. Ja. Yes. Bin super gespannt, welche Geschichte sie dieses Jedenfalls Mal mehr als auf Street Fighter 6. Und in welchem Zeitalter sie vor allen Dingen beim Modern Warfare diesmal sind. Mats ist zu leise. Mats ist zu leise. Mats ist allerdings immer zu leise. Das kann ich gerade leider nicht weiter beeinflussen. Das tut mir sehr leid. Anrufen, anschreiben. Max, du bist matt.
Max. Was? Ey, Matt. Tut mir leid, ich habe vorher wieder getrunken. Du hast ihn ja nur eingestellt. Ich habe wieder getrunken vor dem Stream, wie immer. Oder nicht genug. Immerhin nicht andere Substanzen genommen. Jemand hat auch geschrieben, Robin ist zu laut, wie immer. So, Chat, jetzt müsst ihr mal, ich mache ihn mal ein bisschen lauter, den guten Jeff. Ihr müsst mal sagen, ob das passt. Ich mache ihn für uns auch ein bisschen lauter. Wir sollten erstmal die Er ist Musik gerade- leiser machen, Ich sagen, bei ansonsten... denen ist die Musik erstmal. Er, Haben wir doch oh, das ist doppelt. gerade doppelter Sound. Oh, haben wir irgendwas doppelt an? Das kann sein. Oh je. Einmal mit Profis, einmal mit gottverdammten Meine, Profis. wäre ich doch zu den Rocket Beans gegangen, da wäre das nie passiert. Das ist einfach wirklich... Chat, ihr habt nichts gesehen oder gehört. Xbox, PC, PlayStation, Switch or mobile will have games for you. It Mobile? doesn't matter your platform of choice. Die will We're ich all nicht. here to Diablo come im together Mobile. as Jetzt one mich mal doch als community Techniker. Diablo im Mobile. to be Nicht als part Gast. of amazing video Rollen Sie games. mit Ihrem Rollstuhl The durch biggest Westmark. franchises in the industry are here, like So. Call of Duty. Set ist You'll get interessant. introduced to Wie sieht's jetzt aus, exciting Chat? new worlds, new teams, and we'll make room for small independent Jeff, komm noch developers lauter, das who können wir we think machen. deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face So, wie it, sieht's jetzt you're aus? not going to get everything Wie er today, jetzt schon but we've relativiert. got a Auch wenn ihr lot nichts of kriegt, was great ihr wollt. stuff. Bisschen lauter So steht let's hier. get Nee, das war started. gerade noch. Jetzt habe ich ja schon wieder angepasst. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcade. Oh, here we go. Ever since, this Yay, legendary Luke. Japanese fighting game series Ryu, has continued to Luke. evolve. Street Jamie. Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the Ken. exclusive first gameplay footage. Nein! Ja, das Ding ist da auch, das gesamte Charakterroster ist eigentlich schon geleakt. So. Angekündigt Blanka. Aber nur als Konzeptkunst. Geschockter YouTube-Thumbnail in Ja. Aber der Oh, Titel geil, ist noch so. oder? Der Titel ist noch so. Ja. Du wirst nie erahnen, welcher Street Fighter Charakter angekündigt wurde. dieses Charakterdesign, ne? Oh, Ah. holy shit, look at him. He's so buff. Die ist great. Alter, ist der breit. Und so eine... Was, Ja, ey, was die- für ein Arbeitsanzug er anhat. Ja, der ist nicht mehr bei der Armee. Das ist gesponsert von Engelbert Strauß. Holy shit. Ich finde ja ein bisschen schade. Ich mag nicht, dass die Farben so platt sind. Also das ist so ein... Gerade der Hintergrund ist alles so grau, blau, stahlweiß. Hab ich Vielleicht ist das damit diese Effekte besser, noch besser zur Geltung kommen, diese Neon-Effekte und sowas. Figuren besser Ja, aber das war ja bei 4, also gerade bei 4 hatte ich das Gefühl, auch mit bunten Hintergründen durchaus möglich. Hier ist sehr farbenfroh und ich mag das auch sehr. Chat, wie ist jetzt der Ton beim... wenn ein Trailer läuft, sagt da mal gern Bescheid, dass das jetzt nicht zu laut ist oder so. Sein Goatee ist auch sehr, sehr schmuck. Die Haare. Der hat einen Butterfly-Kamm. Das sah super aus. Leo, da könntest du mal drüber nachdenken. Wenn du da in der Straße das Ding zückst. Recht laut, Stream lauter. Dann sagen Leute, okay, Klingt super, die arme passt Sau, immer die noch. überfallen wir nicht. Okay, ich lasse den Ton jetzt einfach so. Chat. All right. Next, it's time Doch, for a aber brand trotzdem, new einfach noch game einen rein. Aber noch eins auf die Fresse. Ja, komm, lass. Check this. Isname Sau, lass ihm trotzdem ins Knie schießen. Brand new game, hat er gerade gesagt. World Premiere. Alle Spiele sind brandneu, sonst wären sie nicht hier. Ja, Street Fighter 6 kann Alien? ich ja schon. 20th Century Fox. Es könnte Alien sein. Alien? Alien? Bitte. Ja, das da vorne ist ein Alien-Auto. Sergeant Alien. Alvarez What? of the CM-Leth Recon Squad. Alien Our mission Isolation was to Sequel? enter Bitte the seid still. space, locate the comsat relay and bring it back online. Das ist doch Remnant from the We Ashes. found the relay, but there was a problem. Ja. Colonial Marine 2, Baby. Ist nicht erstmal Colonial Marines 1 fertig machen? Wie war dich, Colonial Marines? Ray didn't make it. At least he's Ich meine, es war nicht fertig. Ja, Entschuldigung, ich hab's gerade begriffen. Willis, take the lead. Aber bitte sei kein Team-Shooter. Bitte sei kein Also wenn ich das sehe, muss ich sofort an Team-Shooter Ich denken. glaube, sie schreibt immer noch, wir sind definitiv lauter als üblich. Wir sind lauter als üblich. Was ist denn üblich? What we found was a new kind of evil. And it found us first. So, vielleicht ist jetzt ein bisschen besser, Chat. Ich habe uns einfach ein bisschen leiser gemacht. Wasn't human.
Chat schon gerade ein Mobile Game, das wäre gemein. Es gab doch dieses Alien Isolation Mobile. Und es gab auch schon Aliens Fireteam, wo wir auch schon so ein Multiplayer-Setup hatten. Ja, aber das hier ist ein Büromanagement-Spiel. Das ist die Space Station. Das ist wie Dungeon Keeper. Die Aliens, die wollen immer rein. Und du hast dann deine kleinen Goblins. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes. Das ist halt der super und nichts aussagend, der Trailer. Now everyone's dead. Dopsy, schreib mir mal, ob der Ton so passt. Das sind mir sonst zu viele conflicting messages hier. Ja. Okay, irischer Titel Inc. Ach du Scheiße. Oh, David, Was war I'm das so jetzt? sorry. Was war das jetzt gerade? Ich hab's nicht mitbekommen. Das war ein Es ist Top-Down ein Twin-Stick-Top-Down-Shooter. Oh. Aber sah That wirklich was aus Aliens wie... Dark Descent, and it's coming in 2023 to console Jetzt and sind wir zu PC. leise, okay. Nicht mal einfach Next, alles wieder wie 2 vorher. years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Das sieht Today, geil I aus, am muss ich thrilled sagen. to get to show Also you klar, the wie first Dead Space, raw ein gameplay bisschen weniger alongside cool, its aber creator, irgendwie Glenn sieht das nett aus, Schofield. Callisto But Protocol. first, here's the quote-unquote Ich find's auch okay, aber ich will jetzt nicht groß... Ich merke da noch keinen Hype für. Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Die Outer Worlds. Ah nee, keine Kapitalismuskritik, sondern... Chat, verzeiht bitte die Tonprobleme, aber Nee, das gehört immer so ein bisschen dazu. Das ist So Remnant viele von Leute Ashes. sind. Das ist ja Remnant from the Ashes. Ja. Nein, gar nicht. Ich schick die gleich nach hinten, Nick. Kannst du das machen? Rechnung Did you kommt know da. that they call Callisto Yeah. the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, Ich weiß nicht, was Das ist mit der Ähnlichkeit zu that's Dead your Space old life. Das ist Glenn You gotta Schofield let oder that so, ne? go. Glenn Schofield ist genau einer der Chefs hier. Der war auch Produzent bei Dead It's Space. entirely Leute vermissen deine in World my Premiere. hands. Ich habe sie bisher einmal gemacht, aber ich werde I'm just drauf achten. trying to give you a chance at rebirth. So, wir sehen gleich Goa. Ja, meint die Musikrichtung. Den Trailer gab es Aber doch der neulich. Trailer ist doch einfach der gleiche. Ja. Oder zumindest super ähnlich. Ich glaube, der letzte war nur Gameplay-Trailer und der hat jetzt auch ein bisschen Story gehabt. Und der letzte hat eigentlich auch so ein bisschen Achtung. I just love that last part. Das ist exakt derselbe Trailer. Vielleicht geht er gleich noch ein bisschen weiter. Gives Das me ist derselbe chills Trailer, every sagt auch time. der Chat. Oh, here we go. Das ist jetzt neu. Finde ich aber immer weird, wenn man so Trailer sogar die doch... Stomping Animation ist von Dead Space. Ja. Alles Dead Space. Oh, auch die Todesanimationen sind... Holy shit. Alter. Nicht, dass die Animation vielleicht ein bisschen kurz ist? Welcome. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr reinzoomen Was können. ist das Soldier of Fortune für Event Horizon? So Leute, wir haben einen neuen Programmierer, der war vorher bei Mortal Kombat. Stell dich mal vor. Was Mein ist deine Name Aufgabe? ist Ed Boon. Hallo, in meiner Freizeit gucke ich nur Killcams aus Sniper Elite. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Goa, Schofield, yeah. striking distance Glenn. First of all, 2. Dezember. congratulations. This game looks absolutely nicht cool. incredible. And I gotta say, the fact that you have built Kino, this ne? team, Sich this raussuchen, studio, new ja, IP, shipping rauspulen this mit Covid December, und so und all in jetzt hier im Chat COVID, rummotzen. blows me away. So Wie? Was hat er congratulations. Yeah, gesagt? thanks, man. Er hat Thanks gesagt, for having us. I really do appreciate it. der Jeff. David Hein ist auch ein Has-Been, And, der you know, war for a mit damals second, bei just give me Giga a second. cooler. Yeah, you know, I want to thank Kein you. Bestätigen, Aber das stand da schade. all gerade. you've done Ehrlich for the gesagt, game industry stimmt er. all these years, man. I think Ich meine, aber er war bei 16, Giga halt auch 17 years now. And Ich mich an die you've been Zeiten an von ambassador. Dino You've Crisis, amplified dem new Nostalgiker games, erinnert. new Da war er noch studios, humorvoll. and, I just wanted to thank you. I really do appreciate it.
Das ist Glenn Not Schofield. about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought Ich finde das immer voll ätzend, wenn Spiele, die ich spannend finde, so spät im Jahr erscheinen, weil ich dann diese Goti-Listen immer so auf den letzten Drücker fertig mache. Aber ich glaube, Callisto Protocol kriegst du an einem Wochenende durch. Ja, wahrscheinlich. Und das wird jetzt kein Open-World-Spiel. Wahrscheinlich kann ich auch einfach Die Therapie dahinter dauert 6 Monate. Das kann sein. Ich hoffe, ne? Nee, dafür ihr brauchst du sagt erstmal ja, 6 Monate, um auf den Platz zu warten. Ihr sagt ja, es ist super ähnlich zu Dead Space und dem stimme ich auch zu, aber ich hoffe, es wird sich am Ende weit genug davon entfernen, dass es immer noch eine eigene Identität entwickeln kann. Weil du hast ja zumindest keinen Plasma-Cutter. Ne? Also ja, aber sieht gar nicht danach aus. Also du kannst ja trotzdem die Gliedmaßen abtrennen, das hast du ja mit dem Plasma-Cutter gemacht. Den Stomp hast du und ansonsten sahen alle die Glory-Kills quasi aus. Andererseits hatten wir lange kein gutes Dead Space. Das stimmt, ja, da will ich echt geben. Die Sache bei Dead Space ist halt, Dead Space hebt sich halt hervor durch dieses Gliedmaßen ab, Fuck Headshots und so weiter und so fort. Wenn du das jetzt wegnimmst, dann ist es halt einfach wieder ein normaler Shooter. Naja, ich finde, dann hast du immer noch eine sehr starke Atmosphäre. Das auf jeden Fall, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Starke Atmosphäre am vieles First gameplay of the Callisto Protocol. Mehr Gameplay, mehr noch Blut. Mehr? Oh, okay, aber das wollte ich beim letzten Crafting, Trailer, wollte ich genau das. Ja, genau. Du sollst deine Waffen craften können, wie in Dead Space 3. Da haben sich die besten Elemente genommen. Ein Diablo-Loot-System, bitte. Aber ein Diablo-Immortal-Loot-System. Und das hier ist tatsächlich auch sehr Dead Space. Hör auf, wirklich? Ist das eine Health-Anzeige in seinem Nacken? Ja. Die ist im Nacken, das ist ganz woanders. Das ist nicht mal nah am Rückgrat dran. Aber er sieht so richtig austauschbar aus, ne? Also wenn ich erinnere mich an den, wie hieß der Held in Dead Space? Ich meine, das passt auch sehr zu Isaac. Und Isaac sah aber echt gut aus, so mit diesem Helm. Die Rüstung sah cool aus. Aber Isaac selbst war auch so ein... Ja, als er dann seinen Helm erstmals abgenommen hat, sah er aus wie Cole McGrath. Oh, okay. Das ist neu, oder? Du konntest vorher auch... Dead Space kann man Leute einfrieren und sowas. Ja, stimmt, das war dieses Stasi-System oder so. Ne? Also nein, das ist nicht so. Das Stasi-System. Ja, du hast die erstmal bespitzelt eine halbe Stunde und wenn du dann noch gelebt hast... Ich glaube, dieser Zombie ist ein subversives Element. Die Lensflares übertreiben auch so ein bisschen. Ja, die mögen wir. Ja. Aber die Waffen haben echt... Ja, den Impact können sie, aber ich sehe schon wieder... Oh, guck mal, sogar das Flobbeln. Flop. Ja. Und jetzt kommt Loot. Ja, da ist der Loot. Das ist Callisto Credits. Es ist... Oh, bitte lass wieder die Automaten aus Dead Space 3, wo du die Waffen dann gekauft hast. Ich finde das eigentlich auch ganz lustig, dass die Leute, weißt du, die sind nicht mehr bei EA, sie können ihr Dead Space nicht mehr machen und die dachten sich, wir machen aber trotzdem unser Dead Space. With Blackjack and Hookers. Aber dann, also es sieht halt leider wirklich... es sieht halt wirklich ganz genau so aus. Dann frage ich mich so, warum einfach wirklich nochmal dasselbe Spiel machen? Bist du auch auf der Suche nach deiner Verlobten Nicole? Also das wäre sehr lustig. Hätte ich schon wieder Respekt vor. Nicole 2. Nicole Reloaded. Das ist interessant, wofür du Respekt gibst. Ist das auch... Sind wir deswegen befreundet, Tom? Ist das? Das sieht aber geil aus. Ja. Oh. Ja, geil. Okay. Nicht neu, aber geil. Haben die einen großen Publisher im Rücken oder ist das Indie? Ja, das ist Krafton, die PUBG-Leute, also PlayerUnknown's Battlegrounds. Au, nein. Aber da reißt es doch nicht. Aua! Meint ihr, er ist tot? Das ist ja unangenehm. Oh my God. That just happened. Leo, du kannst nicht einfach... Alright, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity War is once again returning to its roots for a modern-day action game. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Gesagt. Ja, okay. Das ist so dumm mit dem Boot. Ich habe das in den letzten 3 Wochen hatte ich das Gefühl, das Spiel wurde 3-mal angekündigt. Auf verschiedenste Arten. Du bist nur neidisch, weil dein Gesicht da nicht drauf passt. Ich wäre sehr gerne auf dem Boot. Aber eins, das feststeckt in irgendeinem Kanal. Unser neuer Commander Goik wird ihre Schlacht anführen. Die Schlacht der Zukunft. Wie heißt das Spiel dann? Call of Duty Odyssey.
inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Warum nicht einfach das Spiel zeigen? Ich bin auch super excited. Diesen Drohnenschuss, der hat 100 pro 4.000 Euro gekostet mindestens. Aber stell dir mal vor, dieses Boot wäre tatsächlich stecken geblieben, dann hätten die sich jetzt ganz schön dumm gefühlt. Dann wäre da nur so ein Unterkiefer gewesen. Also das finde ich wirklich extrem unspannend. Der nächste Teil einfach dann bei der DB Cargo auf Schiene. Wäre es besser, wenn es ein bisschen mehr wie Dead Space wäre? Wärst du dann gespannt? Nee. Ja. Modern Warfare 2 habe ich tatsächlich noch gespielt. Ist das jetzt 2 oder 3? 2. Ich blick auch nicht mehr durch. Danke nebenbei gesagt für die Abos, die nebenbei reinkommen und so. Ja, vielen Dank für euren Support. Da waren zwischendurch schon ganz viele... Wissen wir sehr zu schätzen. Dankeschön. Ja, ich habe davon nichts. David weiß es nicht zu schätzen. David, das ist scheißegal, was wir beide haben noch. Oh ja. Nick auch. Oh, endlich, also so eine Infiltrationsmission. Da muss ich sagen, habe ich jetzt bei Call of Duty die letzten Jahre mich gefragt, warum gab es sowas nicht. Schön, dass das zurückkommt. Ja, die hören auf die Fans, glaube ich. Gab es überhaupt in Gaming schon mal so einen Greifhaken, mit dem sich irgendwo jemand hochgezogen hat? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt nicht, also hier auch so eine Verfolgermission, interessant. Ah, guck mal, kontextsensitive Steuerung, ja. Guck mal, ja, Suspense, interessant. Das ist die neue Witchfire. Wow, das war ein ziemlich cooler Moment, so einfach wie vorher die Uhr wurde und dann, oh. Sound ist aber gut, also auch grafisch sind die mittlerweile echt so auf Battlefield-Niveau, oder? Für mich verschwimmt das alles ehrlich gesagt ein bisschen miteinander, ja, weil es alles gleich aussieht. Bei den Militärshootern. Also klar, der Lensflare hier ist wirklich... Spielst du die eigentlich noch, David? Spielst du die Singleplayer-Kampagne noch? Ich hatte jetzt die letzte wirklich in der Mitte auch abgebrochen. Die, was waren das? World War II 2? Nee, Vengeance? Vanguard? Vanguard, ja, genau, ja. Das, auch Multiplayer habe ich dann nicht mehr weitergespielt. Oh, das sieht krass aus. Mit dem Wasser, das da oben runterkommt. Ja. Ich hätte gerne das, nur Metal Gear Solid 2. Aber dieses Setting mit dem Sturm. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Hallo, ich bin Soldat, ich ziele auf den Arsch meines Vorgängers. Ich habe jahrelanges Training genossen. Ups! Alles hat mich hierzu geführt. Aber das fühlt sich, finde ich, nach einer richtig klassischen E3-Präsi an, wo wir einfach so 10 Minuten in Call of Duty vorgespielt bekommen. Ja, ich hasse es auch. Also wenn jetzt das Boot gleich ankippt, weil eine Explosion passiert und sie davon flüchten müssen, dann wäre ich begeistert. Na, mal gucken. Und jetzt gleich. Au, meine Augen! Aber let's go. Schön. Callisto Protocol. Oder wie ist das? Lecker. Ja. Energie für den Tag! 12 Uhr mittags. Ich habe keine Energie mehr. Folge einfach kleine Balken am Hals. Protokoll. Da knusper ich mir doch im Welter hier mal schnell einen ab. Scheiße, ein Zombie. Aber gut, dass ich Schokolade dabei habe. Und dann Nacken schön auf Toilette. Ist der Nacken wieder rot? Natürlich nackig. Nach Bread Space. Chat, ist das jetzt eigentlich... Der Content, den ihr wollt. Ja. Chat, ich muss noch mal wegen Ton fragen, weil jetzt hier mit Action und Schüssen und sowas, versteht ihr uns da immer noch gut oder ist das jetzt zu laut? Einfach mal sicherheitshalber gefragt. Lautstärke, super, Ton, super, okay, gut, Dankeschön. Ich hasse Call of Duty gar nicht. Also das hat so seinen, weil es gerade im Chat aufkam. Shit-Chat. Was bitte? Ja, echt mal. Weil ich halt wirklich, also das ist für Leute, die halt Warzone spielen oder die Kampagne mögen, die sind qualitativ auf einem gleichbleibenden Niveau. Das ist sicherlich hat nachgelassen, weil so der Knalleffekt dieser Missionen, der ist nicht mehr da und der Multiplayer, das kriegst du mittlerweile halt auch überall nachgeworfen. Was ich nicht verstehe, ist, dass auf jeder fucking E3 oder auf jedem dieser Events
ein 20-Minuten-Segment immer an Call of Duty geht, standardmäßig. Früher war es Assassin's Creed oder Call of Duty oder beides. Beides. Und das ist einfach, das kann ich nicht mehr sehen. Ja, diese Mission, die habe ich 2002 schon bei der ersten, na gut, das ist Quatsch, weil da gab es es noch nicht, aber 2012 zum Beispiel, wenn wir damals noch Giga und so gemacht haben, da haben sie immer diese eine, wo sie dann mit dem Boot durch irgendeinen Hafen fahren oder unter Wasserfische aus dem Weg schwimmen. Oder gerade nicht aus dem Weg schwimmen. Ja, es ist halt bekannt. Also ich finde halt so lustig, Call of Duty dreht sich ja sowieso von seinem Szenario im Kreis. Aber jetzt remaken sie auch noch die alten Spiele und dadurch wird dieses Bekanntheitsgefühl halt nur noch stärker. Bei mir zumindest. Das hier soll ja eigentlich Nostalgie wecken. Bei den Leuten. Ja, das weiß ich nicht, weil ist das jetzt die alte Mission, wo der Tanker tatsächlich umkippt? Ja, hier kippt es ja gerade. Ja. Das sieht ja auch gut aus, aber... Ich möchte sehen, ob die Fischkite was haben. Vielleicht sehen wir gleich noch ein paar Fischis. So eine Angel neben uns. Einfach so einen ganzen Wal. Wenn jetzt Godzilla reinkommen würde, wie in Call of Duty Warzone, dann wäre ich wieder dabei. Ja. Ich hatte neulich auch mal wieder Bock, Call of Duty zu spielen und so. Ich hasse die Spiele auch nicht. Es ist nur Übersättigung. Es ist einfach nur Übersättigung. Ja, und sie können sich halt nicht mehr toppen. Ne? Im Kino hat man ja vieles gesehen, aber in der Mission Impossible mit Tom Cruise oder so bekommt es dann doch hin, durch die Art und Weise, wie sie die Action-Szenen inszenieren, jetzt zum Beispiel auch in Top Gun, dass du das Gefühl hast, so, habe ich so in der Qualität wirklich noch nicht gesehen. Bei Videospielen bist du immer der Typ mit der Pistole und irgendwas explodiert, flipfloppt an dir vorbei und ist es jetzt ein Zug, morgen ist es eine Autobahn oder dann halt ein Schiff. Sie haben es halt hart versucht, ne? Sie sind ja in den Weltraum gegangen und sie haben Exoskelette alles einmal bei Call of Duty gesehen und jetzt fangen sie an, die alten Sachen wieder, also nichts macht das hier mit mir. Ja, und so wird es beim Spielen auch wieder sein, das macht einfach nichts mehr. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, weil das ist ja qualitativ echt hochwertig. Ja, und der Fenster, wenn sie irgendwas zu anderes machen, dann ist es auch nicht mehr Call of Duty, dann brauchen die Fans das auch nicht. Also ja, aber dann, also ich verstehe trotzdem nicht, irgendwie, mach doch mal einfach ein anderes Spiel. Also kann Infinity Ward nur Call of Duty? Also steckt in denen nicht ein Strategiespiel oder ein Rollenspiel? Aber ich finde, diese Diskussion führen wir ja schon seit jetzt... Wann ging's los mit Modern Warfare? 2007? Ja, das ist aber die Schuld von Call of Duty auch wiederum. Ja, aber das finde ich halt so krass, dass sich der Verkaufserfolg dieser Reihe so lange auch hält, weil sonst würden sie es ja nicht machen. Sure, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es auch einfach ein Meme. Also Leute kaufen Call of Duty, weil sie Call of Duty kaufen. So. Mir hat es gefallen und deswegen kaufe ich immer weiter. Ich meine, das jetzt auf dem Boot, ich finde, das sah auch technisch beeindruckend aus und ich mag diese Art von Szenario auch, aber ich mag es dann lieber in so einem Spiel wie Uncharted oder sowas. Uncharted, das sollte mal jemand streamen. Joining us now, up from Long Beach. Johanna, great to see you. How's everything? It's great. So. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So noch nicht. The German Guy, 14 Uhr diesen Sonntag. Uncharted, the Nathan Drake Collection. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Willst du mir sagen, dass du beim Jahresend-Podcast dann wieder nur hier die Collection von einem uralten Spiel gespielt hast? Kam die Nathan Drake Collection? Wann kam die eigentlich? You know, they're not actually in dieses Jahr, oder? Ja, aber es gab das PS5-Update, deshalb nicht, aber ja. Ja, es wird so sein. Aber nicht bewusst. Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. Ich habe meine Mütze mit diesem Spiel bezahlt. Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, this I gotta shout out to IDW. This is a tremendous collaboration. Also da wäre mir lieber schnellere Spielvorstellungen. Also Gameplay ist ja voll cool, aber dann zeigt halt von Callisto Protocol nicht einen alten Trailer. Ja, da haben sie dann immerhin noch mehr gezeigt, aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum man den alten Kram nochmal gezeigt hat. Aber das ist auch so frühes E3-Feeling. Wir sehen einfach die gleichen Trailer dreimal. Vor allem war das früher bei Square Enix ein Problem. Ich frage mich, was mein Lieblings-COD-Charakter ist und was seine Backstory spannend macht. Nicole?
Und ich kann nicht sagen, warum. I'm very excited. Just can't wait. I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, Sie versuchen Activision so gut wie geht zu vermeiden. Raffen hat vorhin auch schon spekuliert, dass GM of Call of Duty einfach nur eine extrem umständliche Formulierung ist, um bloß nicht Activision zu sagen. Such a big moment, not just for Modern Warfare 2. And everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment. Aber ist das nicht smart, wie sie das mit dem Logo gelöst haben? You're going to see Nick, was sagst du als Experte? Ich finde es, MW und dann eine 2 in der Mitte, das ist also... Ich fand das, was war das erste? Street Fighter 6, das war nicht nice. Das war nice, ne? Es ist ein Hexagon, es ist eine römische... Okay, das Hexagon habe ich nicht gesehen, das ist ja noch besser. Und, da wurde sich was überlegt. Ich finde, man kennt es allerdings nicht auf den ersten Blick als 6. Ich habe auch erst eine Weile gebraucht, aber es lag auch in der Perspektive so ein bisschen. Aber wenn du es so aufbaust... And again, I think the collaboration's just been Das incredible. sieht aus wie Everybody's Modern so Warfare excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. Finde ich auch gut, das als 2i zu lesen. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay. Kaum hast du es angesprochen, haben sie es weggeblendet, das Logo von der LED-Cave. Wie auch Yeah, jeder und sein Hund jetzt eine LED-Cave haben will, jetzt bauen. Aber ich fand eigentlich schönes Stage. Some chatter about maybe wenn seeing sie high-rise für ein anderes and Spiel other wäre, elements, wäre but echt gut. we will get into Selbst für dieses Spiel ist es eine schöne Stage. Vielleicht die Remnant from the Ashes LED-Wand. Ja, auf Dragon's Dogma 2 darf ich bei der Präsentation hier nicht hoffen. Ja, wann kommt das LED-Studio? Das könnt ihr beeinflussen auf patreon.com/schuck und steady.de/schuck. Dann schraube ich hier. Aber ich mache Shameless Plugs. Das ist mein Channel. Ich muss für Werbung bezahlen, ja. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to ich glaube, er will nicht, dass du classic bewirbst. PC gaming franchise is coming back with a Das ist auch sein Geld. Genau, mehr Werbung für Leo machen. I love this game when I was growing up, So, here we go. I'm honored to share this very first look. Very first look. David.de. Do it. World Premiere. Danke. Oh, Microids? Kommt wieder Siberia, oder was? Ah, nee, Oh, Flashback. Another World. Ah, nee, Flashback ist es. Oder Flashback? Ja, Flashback. Es gab doch zwischendurch mal ein Flashback, was nicht sehr gut war, oder? Nee. Oder ist es ein Flashback? Weiß nicht. Oh, Nico. Ich habe die nicht gespielt damals. Why are you like this? Who hurt you? Das gab was war das? Ein Remaster oder eine neue Interpretation? Wieso? Ich weiß nur, dass es nicht gut ankam. Ich hätte von Blizzards, wie hieß der, Blackhawk? Hieß der Blackhawk? Da hätte ich gerne ein Remake von. Oder Black. Der Chat weiß das. Black. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weil du auch weil du dich mit Spielen nicht auskennst. Das Flashback-artige Spiel von Blizzard. Black mit einem Indianer. Achso, Blackthorn. Blackthorn. Mit einem E hinten. Ja. Ich kenn's nicht, weil ich mich mit Spielen nicht auskenne. Ja. Guck mal, noch eine Das war zumindest in dieser Collection drin. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts Jetzt ist das Spiel endlich fertig. Flashback zum Quadrat. Das ist das mit der Fotogrammetrie. Nice. I am so excited to play this. And I bet you will. Das sah super aus damals. Ja. So richtig schöner Waffen. World Premiere. Was hatten die vorher gemacht? People Can Fly? Vanishing of Ethan Carter. Nee, aber nee, war das People Can Fly war das ja nicht. War das nicht People Can Fly? War das nicht Ex-People Can Fly? Nee, es sind Ex-People Can Fly, Leute, genau. Astronaut irgendwas heißt das Spiel. Das ist 1:1 Ego-Gameplay von Remnant from the Ashes. Ja, ganz davor Painkiller und so. Das ist ja. Das meintest du, okay, sorry. Bulletstorm, genau. Das bessere Painkiller. Und Outriders, das schlechtere Painkiller. Das sind ja wirklich People Can Fly. Ja, genau. Bulletstorm sind auch wirklich People Can Fly. Ich würde sogar sagen, wirklich People Can Fly. Das ist auch cool. Muss Leuten hören. So ein bisschen wie Hexen. Sie machen ein bisschen nach dem Rhythmus hier. Oder Heretic, ne? Ich kenn Videospiele. Eins. Ich kenne ein Videospiel, das ist Heretic. Ja, die Musik ist ein bisschen austauschbar. Da will ich nicht Heretic Hexen 2? Ja.
Das war der Obertitel oder Untertitel davon. Obertitel? Der Obertitel. Oh, what the fuck? Erstmal beten. Und dann respawn. Witchfire. Was für ein... Also... Sehr anderes Die Hexe, die Reifen wechseln wollte. Sie hat sich jetzt ganz Reifen gegönnt. Scheiße. Ich finde, das Spiel sieht eigentlich super aus. Ich finde, das war kein guter Trailer. Nee, das war richtig schlecht. Was für ein energieloser Trailer. Das glaube ich vor allem an der Musik liegt. Aber wenigstens hat Jeff Keighley der legt los. Ich glaube aber, das Game könnte lustig sein. Premiere. Das ist so Gameplay, das sehe ich. Der Trailer ist scheiße, aber ich glaube, das Gameplay ist gut. Das glaube ich auch. Officer Taylor, Medlog 29. Medlog. Ja. Medlog. Der alte Medlog. Ist das Troy Baker? I can't believe what I saw. Oh Gott, jetzt werden uns NFTs verkaufen. Nein. Das sind die Witch-Tires. Die jetzt gewechselt werden. War doch ein Mako. Solis, everything okay in there? Das ist meine Spielumsetzung von Moon. Lensflare 6 von 10. Warum schreiben so viele Leute gerade Dank, Tom? Verstehst du? Weil du World Premiere machst. Ach so. Leute sind extrem dankbar. Jetzt lass sie doch mal. Ich bin einfach froh, dass es dich gibt, Mann. Ja, alle mögen dich. Das ist schön, ich hab's noch nicht verstanden. Callisto Protocol 2. Der Untertitel Dead Space. Das ist schon sehr nah dran am Szenario, also... Ach, der Marsianer, also Videogame. Das ist wirklich Moon. Oder Marsianer, ja. Fort Solis. Aha. Von wem? Fallen Leaf und Black Dakar. Wisst ihr, was Fallen Leaf vorher gemacht haben? Brand new, and look who vielleicht sagen sie es it jetzt auch. is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Die Schuhe von Geoff Keighley sind interessant. Who are your characters in this game? Well, I get to play Troy, du in einem Videospiel, das hatten wir ja noch nie. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde mal in so einem Videospiel mitmachen. Ich habe jetzt relativ viel Erfahrung mit anderen Sachen gemacht, aber Videospiele, habe ich gehört, soll ganz gut Ich höre sein. immer so die Demo von an. Ich schaue seit neuestem immer bei The German Guy und seitdem hat meine Liebe für... Troy Baker ist bei mir gesperrt. Warum? Weil der mir immer diese hässlichen Affen verkaufen will, diese Zeichnungen. Die NFTs? So great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, Ich glaube, das hat er dann auch sein gelassen. Die NFT-Sachen, auf die er kritisiert wurde. Und dann habe ich ihn kurzzeitig angelockt und dann wollte er mir Follower verkaufen. On a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, "We want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon." And I was like, "Sign me up." Ja, also ich muss auch jetzt wieder sagen, ich finde es einfach krass, wenn der redet. So ist man Absolutely, new studio, brand new energy, and of course. I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work and I love. Ich würde mir wünschen, dass in einem Film über dein Leben, Leo, Troy Baker dich spricht. We can't wait to show you what we've been working on. Oder wen würdest du dir wünschen? Ja, wen siehst du als Schauspieler? Gilbert Gottfried. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Auch vor allen Dingen als Sprecher. Aber der ist leider tot. Der ist leider tot. Ich weiß. So wieder Totenwitze gemacht. Aber das ist mein Leben auch. Martin Semmelrogge, 100% Sprecher. Du sagst doch, fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're
excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture glaubt ihr, dass aspect, die we sich die brought in an krassen incredible, Sachen für die Xbox-Sachen aufheben oder so? Oder who walked Ich weiß, us dass through eine and große really Sache approached noch us in a kommt, completely aber different das way hier than der anything I've fette ever done before. Reveal. He says, I want to know the story of this fight. Das Licht Ich finde das übertreibt Spiel vor allem eigentlich interessant, aber ich finde diese Nachbesprechung. Ja, was soll das ohne Gameplay oder? Das Hemd ist schön. Recovery program. It was 12 steps, and he walked us through this incredible fight. And about halfway out, halfway 2 through, Stunden I geht started die tuning him Sendung out. And I ungefähr. was like, hey man, I just want to let you know, I've got no ego about Ich würde sagen, this, es ist but das I can do a lot of zweitschönste things, Hemd, but was momentan im Stream zu I sehen ist. can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so Bei Doom honored ist er ja to nicht mehr, debut. ne? Schon gute Frage, war er da nicht raus? Der ist rausgeschmissen worden, glaube ich. Premiere. Weltpremiere. Ich übersetze für dich. Das erste auf der Welt. What the fuck? Ist das Control 2? Seaman 2? Leo. Jinx. God damn it. No Kiss. Blöde Geister denken gleich. Der Chat schreibt, danke Tom, heißt das Spiel. God damn it. Weird. Ah, Callisto Protocol 3. Ah, Es sieht wirklich schon wieder nach Control under Life Space. Sieht ein bisschen nach Prey aus. Na, ein bisschen hat es auch noch von Remnant from the Ashes. Bisschen. Und The Quiet Man. Ich mag voll. Na, so Soma, oder? Soma? Das ist voll creepy. Ah, mein Okay, treuer Plasma-Cutter. Das sieht aber nice Ich aus. wollte gerade sagen, ich mag den Look total. Ja. Das hat so ein bisschen was von Alien 1. Ja. Mehr als das Alien-Spiel von vorhin. Was zum Teufel? Oh ja, wirklich, dieser Retro-Tech. Hey, was hat er jetzt gemacht? Mit dem Gerät hat er nichts anderes bewirkt. Ich glaube, er scannt irgendwas. Entschuldigung. Sieht mega gut aus. Das ist ein dummes Gameplay. Routine. Hatten wir da vorher schon mal was von? Gehst einfach durch die Gegend und was. Luna Software und Raw Fury. Mit CRT-Filtern? Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see it. Decade ago? Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, incling most brauchen recently 10 Jahre, um diesen Filtereffekt. Filtereffekt. Larry Laffer kommt jetzt rein. Der fällt fast runter von der Podest, ne? Ja. Der Boden ist nah, aber what the fuck? Ach, der macht ja ein Spiel. Den kenne ich. Jeder macht jetzt einen Spiel. Rock. Live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty Ja, man sieht ihn auch schwitzig. and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the number one Gott. Aber das finde ich so geil, wie jetzt Leute das im IMAX gucken und du hast so eine Selfie-Cam, die so super pixelig ist. Die haben sie auch zweimal durch Gigapixel AI gejagt. Was zum Teufel? So, er hat noch für eine dritte Namensnennung Geh weg. bekommen. Es kommt noch ein drittes Mal. Geh weg jetzt. Comedy comes in You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise. Der Kühlschrank hinten, redet jetzt über das Gesöff oder über irgendwas, was er gemacht hat? As the foundation. And I got to tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me
as Black Adam. Sie schwitzt nur auf der Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology. Ich bin verwirrt. Für was macht er denn gerade Werbung? Für seinen Film, seinen Drink, für die Foundation, für sein Iron Paradise. Redet er immer wieder nur über sich. Wird er gleich sagen, dass er $7 Er ist in Fortnite, oder? Übrigens hasse ich Wrestling. Der nervt, Mann. Alle wissen, wie humble ich bin. Ich bin super humble. Das muss ich hier nochmal erwähnen. Ich spiele in der Zeit mit dem Loch in meinem T-Shirt. Das ist schön. Das ist ein schönes Loch. Wie ein Lonely Island Video, humble. Da steht ein halbnackter Mann und du spielst an deinem Loch. Warum? Weil ich nicht an seinem Loch spielen kann. Dwayne the Loch Johnson. Abbruch von diesem Witz. Entschuldigung, an alle Headphone-Users. Ja, drittes Mal, Dankeschön. Alter. Trinkspiel. Das war ja furchtbar. Ja. Wenn ich Josh Spiele wäre. Dass er 20 Sachen plagt, sondern auch noch mit einer billigen Selfie. Warum kommt jetzt der Trailer zu Black Adam? Weil er Black Adam Sponsored by Zoa. Was soll das? Das ist ja wirklich furchtbar. Wehe, das Video wird jetzt auf YouTube gesperrt wegen diesem blöden Trailer. Das ist immer ein gutes Spiel. I hate it. Coole Grafik. Wenn er von Dwayne The Rock Johnson gespielt wird, ist es eher ethnically ambiguous Adam. Samoan Adam. Vin Diesel wäre da noch besser eigentlich. Mach ich aber auch jeden Tag mal so gegen so einen Flügel am BR hauen. Ja, der Trailer wurde halt gestern released. Ja, also, wenn das jetzt wenigstens eine World Premiere wäre. Shazam, Bitches. Oh, du hast recht. Nee, du kamst auch nicht mal zum Zug. Sonst musst du den Trailer rausschneiden. Ja, davor habe ich Angst. Soll man Angst verschneiden? Nee, das war doch eine World Premiere. Nee. Ah, nee, jetzt kommt eine. Nö. Arbeitsverweigerung. World Premiere. Job geklaut. Nee. Hey, Outriders, müssen wir noch drüber fly. Yay. Aber Outriders mögt ihr doch. Ja, aber würde ich mir jetzt nicht den DLC holen. Okay. Ich vielleicht irgendwann, aber es ist so ein Take it or leave it. Reden wir dann im Jahrespodcast 2024 drüber. Ja, nee, auch da nicht. Alter, die Musik. Dann 25. Ich hätte gern die Musik unter dem Witchfire-Trailer gehabt. Und andersrum. Was ein Blödsinn. Cooles Vieh. Ich mochte, dass das Gunfire gesynkt war zur Musik gerade kurz. Ja? Für sowas bin ich ein Sucker. Das machen ja viele Trailer, aber ich mag das mal. Weiß jemand, was da die Geschichte ist? Gab's da während der hatte Story von Outriders? Ja, Outriders hatte. Da müsst ihr Robin fragen, der mochte die Story. Ja, ich hab's ja auch durchgespielt, aber gab es danach noch Seasons, in denen eine Geschichte weiter erzählt wurde? Achso, das kann ich nicht sagen. Nee, ich weiß die Grundstory von Outriders, aber... Aber es ist ja kein Games as a Service Spiel, das ist ja doch die Verwechslung, die es da immer gab, ne? Also, aber es gab jetzt ein Jahr kein Content? Nicht so Na, richtig. ich glaube, es war nicht so darauf ausgelegt. Okay. Ich hab's ja selber nicht gespielt. Deswegen verzeiht, falls ich Blödsinn erzähle. Oh, June 10th, das ist... bald. Ja, Morgen. Endlich. Golf Story 2. Wie viele Buchstaben wollen Sie? Ja. Endlich Guy on a Couch Game. Das ist einfach nur ein Zusammenschnitt? Alter, die Musik. Okay, mal ein bisschen leiser machen im Stream. Cuphead. Capcom Fighting Collection, let's go! Red Earth, erstmal Konsolen-Release. Witchfire when? Was ist denn das? Guys on Couch. Wir haben ganz andere Font, die sie sonst nutzen, aber gut. Das war auch so ein schlechter Trailer. Die hatten nicht genug Geld für eine World Premiere. Dom Shot? Ist jetzt Kaffee-Werbung? Für Zoa. Das ist im Mobile. Ach nee, Fall Guys. Fall Guys. Ich mochte sehr den Nier Automata Fall Guys Trailer. Ist gut, dass er Fall Guys gesagt hat, weil mein erster Impuls war Among Us. Ich hab's mir gekauft und nie gespielt bisher. Das ist ein trauriges Leben. Ja, Fall Guys war lustig damals, aber... Oh Gott, da sitzt eine Streamerin.
Da hat das Fenster extra gesponsert. Vor allen Dingen, dem Spiel geht es jetzt gar nicht mehr so gut, oder? War das nicht irgendwie so, dass jetzt haben sie es dann doch irgendwo released auf einer Plattform, wo sie vorher versprochen haben, dass es nicht passiert, weil sie die Fanbase erweitern wollen? So genau weiß ich das gar nicht. So genau habe ich es nicht verfolgt. War mal irgendwie aber ich weiß, dass die Twitter-Katze durchs Dorf getrieben. Es hatte halt diesen Release-Hype und der ist relativ schnell wieder abgebrochen. Also Among Us zum Beispiel konnte sich ja noch relativ lange Dann habe ich es gekauft. Dann hat was jetzt, Among Us oder Fall Guys? Fall Guys. Und dann kam der zweite Hat keiner mehr gespielt. Dann wollte keiner mehr. Die Nick Wave. Nick hat keine Spiele mehr gefunden. Spielt mal mit ihm Fall Guys. Wenn du ein Fall Guy sein könntest, Leo, wie würdest du aussehen? So ähnlich wie die. Auch so das Gesicht und so, das hätte ich auch so. Chat, Fall Guys hatte einen super guten Projektnamen. Hat den einer von euch noch im Kopf? Golfeis. Wenn den einer von euch noch im Kopf hat, schreibt ihm was. Oder irgendwas Chums. Mein Fall Guy hätte volles Haar. Alles, was du nicht hast. Und hättest du dann und einen Job. Hättest du dann den Kamm von Geil aus Street Fighter 6? Brand new game, Legendary Developers, World Premiere. Chrono Trigger 2. Der war nicht so gut wie die davor. Ja, Chrono Trigger. Chronos from the Ashes. Das sind die Ex-Blizzard-Leute, das sind die StarCraft 2 Genau, die und dann Warcraft die Lizenz von Entwickler. Chrono Trigger 2 gekauft haben. Jetzt kommt ein Chrono Trigger 2 Strategiespiel. Mit dem Hauptdarsteller von Quarry. Aurora Borealis? Stumble Chumps, ja, ich glaube irgendwie so war Fall Guys. Oh, in dieser Hemisphäre um diese Jahreszeit lokalisiert genau vollständig in diesem Trailer? Lass mal zuhören, das wird garantiert Echtzeitstrategie. Hallo, ich bin nicht Sarah Kerrigan. Dachte ich auch gerade. Ist das Wheatley? Ich bin nicht Wheatley. Jetzt wäre 8 von 10. Ich bin nicht, wie hieß das Spiel? Recon? Nee, Recore. Oh wow, Okay, das ist voll die StarCraft-Stimme. Oh, hier lebten die nicht Protoss. Protoss, ja. Power. Overwhelming. Command, I may be onto something. Oh, Additional Pylons. Nee, das ist ganz kleiner Pylon. Nee, das ist ein Weltenstein. Oder der Dämonenstein von Seelenstein. Irgendein Stein. Genau, und das ist Hellfire. Wie hieß das? Was? Ja, ich bringe alles dunkel ist mit dir, David, das ist ein Schlaganfall. Witchfire heißt es. Witchfire. Hellgate London. Hellgate London, there we go. Das sieht ein bisschen wie Hellgate London aus. Und Titan Quest ist es auch noch. Mission accomplished. Ich hab bla 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 verstanden. Bla bla, Mr. Freeman. Das ist Star, Titan. Oh, Diablo of London. Quest. TM. Hellgate Ayur. Das sieht leider nicht so geil aus. Ich fände es sehr lustig, wenn sie irgendwas mit Craft titeln. Also das ist ja auch nur irgendwie so ein Shieldcraft. Ja, aber der ist nicht so geil. Nee. Also vielleicht ist es aber auch Ingame-Grafik. Hell, it's about time. Nee, das ist keine Grafik. Also, dass hier ehemalige Blizzard-Leute dran sind, sieht man überhaupt nicht. Ja, das finde ich sehr lustig, aber wie es aussieht wie ein Heroes of the Storm Trailer so ein bisschen. Ja. Es ist wirklich so ungefähr wie bei, wie heißt das nicht, Dead Space von vorhin nochmal? Ich hab's ja vergessen. Callisto Protocol. Callisto Protocol, danke. Das Cornetto Protocol. Das ist Hellgate London, ich sag's euch. Cornetto. Vielleicht ist es jetzt einfach Roper ist da gar nicht dabei. Hellgate Gütersloh oder irgendwie sowas. Hellgate Bottrop. Bottrop Kirchhell. Diablo besiegt. Hellgate Beast of Süd. Zeig mir Strategie-Gameplay. Please. Zeig mir Mobile-Gameplay. Please. Heroes of the... Also es war was mit Gate, du warst jetzt nicht so weit davon entfernt. Es war auch was mit Storm, du warst mit Heroes of the Storm auch nicht so weit weg. Guck mal. Was ist denn das, da über die Filme im was ist denn nicht bezahlt? Warum ist das so framey? Ja. Andrew Kramers. Konnte alle Frames? Da hat jemand auf dem Laptop wir werden kein Gameplay sehen, aber ich bin mal gespannt, was er sagt. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. Yep. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world.
I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, where do you want to push the RTS genre? We've all loved for decades, but, ich kenne die namentlich leider nicht, aber es sind wirklich Chefdesigner von StarCraft 2 und Warcraft 3 gewesen unter anderem. Ich nehme Warframe Update oder sowas. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Also die machen ja wirklich jetzt, wir machen ein Echtzeitstrategiespiel, weil wir bei Blizzard keins machen konnten. Das ist es ja im Wesentlichen. Was natürlich im Indie-Bereich super gefährlich ist. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt bei einem großen Publisher landen, aber der Trailer war jetzt nicht besonders aussagekräftig. Der Name ist auch so random zusammengewürfelt. Der Name ist wirklich super random. Stormgate sagt das Logo auch. Das Logo ist halt wirklich... Dann noch sowas wie Remnant from the Ashes zum Beispiel. Remnant from the Ashes ist ziemlich gut. Muss ja auch nicht Remnant sein, der kann ja auch... Was ist eigentlich gegen Remnant from the Ashes? Nichts, ich bin so glücklich, dass du dieses Spiel vorhin erwähnt hast, dass ich es auch immer wir sehen jetzt gleich Work in Progress. Very much still being worked on, but some shots wir sehen wirklich nur Konzept gesagt, Work in Progress Images. Aber so ein Comic-Look. Wow, well, I love it. 2023 you said for the beta. Oh, it looks so non-fungible. Get ready, and I'm just so thrilled that ich there okay. is a brand new gegen so RTS franchise coming from you guys and your background. Ja, aber das Design ist auch so... We're so excited about this team, Frost Giant. Ja, es ist jetzt nicht eine krasse neue Richtung, wo ich kreative Güsse hier zum ersten Mal sehe, sondern eher so Knock-off Blizzard. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Now it's time for quick Highwater. Check this one out. World Premiere. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with Alphaville. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Jemand, der Demagog so schreibt, hat alles... Endlich mal wieder mit einem Boot durch eine verlassene Stadt. Wie wichtig ist eine... David. Sea of Solitude meinst du? Ja. Das mache ich jeden Tag. Das ist mein Indie-Spiel mit langsamem Folkrock. Ich bin hier, um den zynischen Gegenpart zu... Ja, ich muss deswegen ab und zu mal sagen, David. Alphaville ist so eine Band. Haben die bei Stormgate Free-to-Play gesagt? Haben die Free-to-Play gesagt? Würde mich jetzt nicht wundern. Ich spüre eine Message in diesem Spiel. Danke. Ich spüre eine Message von David und ich stimme zu. Nö, ich mag ja Indie-Games, aber ja. Okay, dann sag ich, dass ich es fucking boring finde. Ist okay. Highway. Und breit gezerrtes Logo. Cool. Also hat mich jetzt aber auch nicht gecatcht, muss ich leider zugeben. What a breathtaking trailer. Highwater. Ja. In a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, vorher alle Koksbestände ganz San Franciscos wegschliefen musst, um auf dieses Level zu kommen, damit du dann da stehst, so, was für ein richtig krasser Trailer. Scheiße. Lass jetzt mal zuhören, er redet gerade über Entwickler, die von Ukraine mitbetroffen sind. Impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. World Premiere. Ich wollte so französisch das sagen. Wird Premiere. Nee, so funktioniert Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and wie man sich die Zukunft vor 30 Jahren vorgestellt hat. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform.
American Arcadia. Oh, das ist so ein Städtebau-Ding. Controls. Die Schriftart aus Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Cinematic Platformer? Ein bisschen, ne? Oh, schade. Jawohl. Versicherungsbetrug. Ja, nice, sieht gut aus, mag Listen ich. to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. Bioshock. I'm going to get you out of there. Plattformer. Das sieht cool aus. Mhm. Sehr geiles Zweite Style. coole Spiel von Raw Fury heute. Nice. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out. You don't want to get bitten. Dead Island 2, jetzt we wirklich. finally get an update on this much anticipated sequel. Das kann gut sein. World Premiere. Ich versuche ein paar andere Tone. Coffee Stain? Was ist Coffee Stain nochmal gewesen? War das nicht ein Auto? Der Song ist doch voll Dead Island. Ging nicht der Dead Island 2 Trailer genauso Dead Island 2 Trailer, ja. Der war doch genau das. Ja, das ist der Song. What the fuck, das ist Dead Island 2. Ja, krass. Entschuldigung? Oh, jetzt ein bisschen Unbehagen. Switchen wir. Okay, die Laufanimation ist kacke. Einfach alle Animationen sind kacke. Ja, der Trailer ist auch schon 5 Jahre alt. Goat Simulator, ja, Coffee Stain ist Goat Simulator. Hä? Goat Simulator 2 ist das einfach. Lustig. Das ist der Dead Island 2 Trailer, aber als I get it now. Holy shit. Jetzt sind die Modelle The Long Con. I can. Well done. Okay, das ist clever. Das ist so ja, das wäre cleverer, wenn aber sie auch einen aktuellen Trailer aber auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Dead Island 2 Doppelpunkt Goat Simulator. Goat Island vielleicht. Goat Island fände ich ja von 3. Goat Simulator 3, Moment. Gab's schon ein zweites Goat Simulator? Entweder das oder sie nennen es bewusst so, weil es ein Gag ist. Ja. Ich meine, es sind die Goat Simulator-Macher. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year. Das finde ich sehr gut. Der echt ein genauso Spiel für mich war, habe ich das noch nie gespielt. Now, last year, Marvel and 2K Goat Simulator haben wir noch interessant. Giga gespielt. Okay. A tactical RPG from Firaxis Games, so alt ist das? the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men. Leo, wenn du ein Marvel-Superheld sein könntest, welcher wäre das? Und was wäre deine Superkraft? Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Ich glaube, ich wäre gerne... Premiere. Oh, sehr schön. Ich hab's irgendwie gespürt. Knistern, aber das Mikrofon gerade. Oh Gott, ist sie auf Metallica schon da gerade. Wird hier wieder gefährliche Musik. World Premiere? Das Trailer haben wir so noch nicht gesehen. Bei Jeff Keighley ist alles Weltpremiere, weil wir sehen die Trailer ja zum ersten Mal. Jemand hat gerade geschrieben, ich wäre Morbius und ich bin sehr, sehr gekränkt. It's Morbin time. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Venom schon angekündigt hat. Also, ich habe das Spiel nicht so verfolgt, aber für mich ist es neu. Ich habe es auch nicht verfolgt. Wer kann das Grüne sein? Poison Ivy gibt's ja noch nicht. Na, das ist einfach die... Enchantress? Ja, möglich, ja. Enchantress ist DC, warte. Ja, würde ich auch sagen. Cersei. Vielleicht oder so. Aber vielleicht auch jemand von den Midnight Suns, ich weiß nicht, ich kann mich nicht aus. Maleficent. Spider-Man. Spider-Man. Lilith, scheint eine gute. Ist nicht aus Star Wars. Verschiedenen Suits. Ja, diese Suits, die waren schon bekannt, dass es diese Suits gibt. Ich persönlich mag sie nicht. Deswegen. Was dann Skins einfach sind? Oder? Ja, sozusagen, ich glaube sogar Pre-Order. Ich bin nicht sicher. Aber ich finde die ehrlich gesagt buttfuckly, insofern ist mir egal. Hey, Burning Crusade. Die Legion. Hellgate London. Remnant from the End. Midnight Suns X. Hellgate London. Also warst du von dem Spiel nicht so angetan, Leo? Doch.
Nicht gehypt. Ich will es spielen, ich werde es spielen, sobald es rauskommt und so weiter und so fort. Ich verfolge es nicht so. Okay. Oh. Ja, da haben sie noch ein paar ausgepackt. Ja. Oh, habe ich aber Bock drauf. Ich auch. Ich habe auch Bock drauf. Auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Kauft Skins. Aber... Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Das Problem ist, Ingame-Material ist nicht sehr spannend zu einem rundenbasierten Taktikspiel. Das ist einfach nicht so geil für Trailer. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. Auch von dem Game ist rundenbasiertes Taktikspiel mit Kartendeck basiert. The delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio. Schön, dass das nochmal für uns So first erklärt. of all, Maya, it's really coming. It's really coming. Das ist jetzt aber auch so ein Fall von, ich will es jetzt einfach nur haben. I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. Sie ist Studio Director? I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks. Ja, ich dachte, das waren das nicht zwei Männer, die das... Es waren zwei Brüder und sie ist die Schwester und sie ist da mehr in der Managerrolle. Die beiden sind mehr so die Designer und die machen okay, weil die hatten doch damals diesen Preis entgegengenommen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Familie ist. Oder sie ist Ehefrau von einem von beiden, ich bin mir nicht sicher. Die Show geht noch eine Stunde, so ungefähr. And of course, our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun mochte to play den letzten as, Trailer and zu Delicious Last Course voll, wo sie diese Stop-Motion-Sachen so ein bisschen nachgebaut haben. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. Ich habe auch die ersten 2 Folgen gesehen und fand es sehr seicht. Ich habe sie tatsächlich durchgeguckt und ich stimme euch zu. Ich hatte mehr... Es hatte so einen Hauch von Animaniacs, aber kommt auch nie annähernd. Ja, es ist halt witzigerweise nicht die abgefahrene Cartoon-Logik, die genau dieser Stoff bräuchte aber das und eigentlich im Spiel hat. Genau, das hätte es sein sollen. Das ist mal genau vor dem, wo du denkst, so, das könnte... Nee, machen sie nicht. Ja, exakt. Sowohl in Animationen als auch in Ideen und Einfällen und sowas. Weil das hier, so eine geilen Sachen gibt es halt nicht. Und es ist nicht so stilsicher wie die Spiele. Nee. Oder das Spiel. Es sieht zu slick aus. Ja. Aber ist okay. Ist okay. Wow. Das wiederum sieht hervorragend aus. Das ist schwer. Aber mein Gott. Ich rage schon, wenn ich dieses Gameplay sehe. Ich bin auch irgendwie überfordert, wenn ich versuche, mich in die Lage hier hinein zu versetzen. Wenn ich das schon höre, weiß ich, okay, ich würde das Spiel eigentlich spielen, weil es geil aussieht, aber ich würde einfach dann Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Obwohl, ich habe es kürzlich nochmal angeschmissen und habe festgestellt, es war immer noch sehr viel Muscle Memory da. Wenn man sich mal reinguckst, dann... Wenn man reinguckst, dann ist man auch relativ schnell wieder dabei. Also die erste von den 3 Inseln, die es im Hauptspiel gibt, habe ich ziemlich schnell rumgehabt. Habe ich sogar gestreamt. Und das aber jetzt verstehe ich den Reiz von Leuten beim Spielen zugucken, weil ich würde es mir einfach angucken. Das ist so, habe ich es gemacht beim ersten Spiel. Ja, das ist wirklich gut. At season 2 of the Cuphead show, when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern. Ich kam sie mit 2 Stunden vor wegen diesem langen Trailer von Dingsborn. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans. Das war nur ein White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Was? Assassin from Hell? Heaven. Der war richtig gut. Ach, das sieht super aus. Was ist das? Ich habe den Namen leider gerade nicht mehr parat. Irgendwas White. Neon White oder so? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. So, El Shaddai Ascension of the Metatron. Geht das nicht El Shaddai oder irgendwie sowas? Das wurde doch anders ausgesprochen. Wurde es anders ausgesprochen? El Shaddai war das, glaube ich. Entschuldigung?
Ich glaube, du verstehst das nicht, oder? Nein, wirklich. Haben wir das nicht bei Gamona oder bei Giga irgendwie gestreamt? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich sag immer El Shaddai. Ich sag auch immer El Shaddai. Ja, aber weil ihr Noob seid. Weil wir keine Ahnung von Spielen oder Hebräisch haben. Ja. Ich bin nicht mal Epileptiker, aber ich glaube, ich krieg trotzdem einen Anfall. Da wollte jemand endlich mal alle seine Fonts nutzen, die er installiert hat. Durchskip. Das hat voll die Suda-Energie. Ja, genau, Mia. Ja, Suda ist Annapurna. Das haben wir halt schon mal gesehen, aber damals nur mit einem relativ We've shown you kurzen... lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Ich habe mich auch auf Track to Yomi gefreut. Das war das mit den super krassen... Das ist ISO Fighting Games. Ja. Sifu von oben? Ja, so ein bisschen. Sifu, Top-Down, Sifu. Danke. Ja, Entschuldigung. Aber danke. Bitte. Gib's Tom Geld, damit er sich besser erinnern kann. Übergang zum Bus. Time to rise up. Together. Ich hoffe, es hat auch so ein komisches Progression-System. Oh Gott, ja. Das war die neue DJI-Drohne. Fights in Tight Spaces. Sieht aber nicht schlecht aus. Ja, ich mag's auch. Es gibt halt schon ein paar Spiele, die so in diese Kerbe schlagen, Hong Kong Massacre und so. Ja. Und das sind nicht alle gut. Also es hängt voll davon ab, wie gut die Kämpfe sich anfühlen. Sie sehen zumindest schon mal gut aus. Ja, und das Balancing ist auch eine wichtige Sache, finde ich. Das stimmt. Just saying. Factory Yomi Kampfsystem war wirklich leider nicht. From the Co-Write of Destiny. Das Stuntman of God of War. Das ist ja ein komischer Credit. Von dem Catering, das... Aber ich meine, nur einer, meinte er? Also... Ja, aber das waren die zwei Leute. Such a cool game, and I'm happy to Vielleicht announce ist that ja a beides PC gewesen. demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Oh, Next right Fest now. next week. I really want more playable Also die games in Demo, the oder hands was of you meint ihr guys at jetzt? home, and that's why I'm check it out. All right. Ja, weil ihr mal Joining me now labert. is Megan from Sorry. Digital Extreme to talk all things Warframe, Warframe. nicht euer Megan, Ernst. how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. Leo hat sich schon gefreut auf Warframe. Dann noch ein neuer Held für Brawl Stars und eine neue Axt in Fortnite. Und dann sind wir durch mit der And I know Stunde. right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get Twitch special Drops, Leute. That's right. I already have seen people getting it, so Yes. it's very exciting. She's Oh right boy. there, loud Das war eine and proud. lange Protea Einblendung. neu? 30 minutes Protea for ist ja schon watching. längst Thank you Du for letting us spielst kind das? of take over Ja, spielen ist your jetzt sehr viel special gesagt, man events spielt category, Warframes, but she weil is er durch there sitzt. and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, Diese liebevolle listen, we've Beziehung done a lot over the years. You zu guys have done Warframe. incredible things with the game. Es ist and I mehr ein know Hate-Fuck als alles andere. TennoCon Gibt's coming zu. up in July, Wow. which is your big kind of event of the Ey, year to reveal Hate-Fuck what's ist next. What Fuck. can you tell us? Das Well, I can't ist tell nicht too falsch. much. Oder Fuck ist Fuck. But yeah, Oh je. July 16th, Okay. 2022. Werden wir jetzt schon digital gesperrt? event again Oh je. this year. Today, Ficken actually, was we das just verspricht. launched the digital items for it, so you can get some in-game Siehst es. goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. Ich hätte jetzt Lust But auf ein of course, Duplo. the reason I'm Nee, here Ballisto. is to, you know, Ballisto. kind of debut. Ballisto. We have our Duplo 10 Protokoll alive ist auch so der Name. Das, big Der reveal on the Nachfolger. night, das and Ballisto-Protokoll leider we nicht just do a little installiert, bit of sonst a würde ich gameplay, a jetzt... little bit of a demo, Ich and kann dir I think a lot of Oreo-Kekse people bringen. can Möchtest du see ein Boah, paar da wär ich Oreos? dabei, ja. Ja? but I'm here to kind Mach of ich doch confirm gern. what it Aber is. komm ich schnell, verpasse damit du jetzt nichts nichts beim verpasst. Hooked Live wird gesponsert von Für mich Oreo. nicht, ich habe keine verdient, ich bin immer zu Okay, you're gonna negativ. get your first look at Ich hab the immer Debiri welche verdient, paradox. weil- Finally. Finally, I know it's been a couple years. But Belastung. Debiri Paradox is going to be what Ten Alive is all about, and I'm so happy. Oder hast du so einen the team Soa worked really Energy hard Drink? on the teaser you're about to see for Stell dir it, mal vor, and der Der hätte jetzt perlt. auch so, der hätte dir geguckt. Der, Aber hast du Dwayne The Rock Johnson? in der Hosentasche oder freust du dich, mich zu sehen? Hier war eine DVD von Waldo, Scorpion King. Waldo Premiero. My child, Was ist my das? friend. What was done Das ist is ein komischer done. Effekt. Aber bitte vom Mikro wegknuspern. New dangers, Hat jemand von euch noch? Das new ist choices await us Warframe. now. So, jetzt sind sie Was leer. denn aus? Ich hatte Ach so, leider nur noch ein Warframe. paar. Leo ist negativ. Der Leo kriegt wirklich keines, sei denn ihr zwei gebt ihm welche ab. Ja. Nee, ich bin auch zu negativ. Das, ich verdiene keiner. So, was ist dies? Ich sage, es ist Warframe from the Ashes. For now, So sieht Warframe aus? of who we Warframe were. hat sich in gewisser Weise sehr verändert. Man erkennt immer noch, wenn man weiß, wo man mal gucken muss, dass es Warframe ist bei den Details, aber... Ja, Ja, nee, Ballisto. Ballisto. Das ist Warframe. Das ist Warframe. Ja,
ja, Warframe hat viele Sachen gemacht. Es hatte dann zwischendurch eine Open World und einen neuen Story-Modus, wo es um tatsächlich Charaktere ging und bla 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 bla. Eine gratis Titania Prime, ist das nicht schön? Sieht aber cool aus. Also ich finde ja, Warframe hat sowieso einen sehr coolen Look. Warframe ist auch ein gutes Spiel, wenn man diese Art von Spiel mag. Ja, ich habe das nur mal kurz angespielt und mochte das Movement total. Ja. Honkai Starrail, an upcoming open world space Honkai RPG. Starrail? Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Okay, Starrail. Let me Starrail you. Ah, es ist Nier Automata Weep Edition. Wobei Nier eigentlich schon. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist es doch schon. Ja, aber guck. Double Weep. Oh mein Gott, Double the Weep. Aber no, Double the Weep. Das Drama hier. Das ist quasi VTuber Edition. You don't know who you are. Weep Automata. Why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Genshin Impact mit Sternen. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Ist das Starfield? Stargate? Stargate. Aber ich würde lieben, wenn das Starfield wäre, Leo. Wenn gleich Todd Howard rauskommt. Ich würde lieben, wenn das Stargate wäre. In so einem Anime-Hoodie. We are excited to present what? Oni-san, you're finally awake. Imagine. Todd Senpai. That's the you I like. Fosco, da. Sieht aber irgendwie cool aus. Ja. Aber was war's wieder für ein Spiel? Das ist doch egal. David. Namen. Das sieht quasi was von Vanilla aus hier. Oder ist es Star Honk? Ah, okay. Das ist immer noch Honkai, The Summoner and Fires. Ja. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban ZZZ, aber action ziemlich game. I have to zügig. say, I'm blown away. Ist das mein Macher von 999, weil ZZZ of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere, a brand new look. Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Nee, das ist einfach nur das Zeug, auf dem du drauf bist. Ja, maybe. Du hast die World Premiere. What? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Premiere. Ach, Tom, so Wo ich kritisiert, weil ich mal eine Sekunde länger brauchte. 2? Wer ist denn Hoyoverse? Was machen die denn sonst? Sind das die Genshin Impact Leute? Du fragst die Dinger. Ich glaube, er meinte Genshin, ja. Ich hätte fast gedacht, Oder ja. Chat? Der Name kommt bekannt vor so ein bisschen. Ja, dann erklärt das hier so einiges. Dort schreiben Damn You, Tom. Ja, Macher von Genshin Impact, genau. Ah, okay. War schon richtig. Habt ihr Genshin mal gespielt? Ich glaube, Dopsy ist hier richtig dabei. Ich habe es nur angespielt. Ich hab Genshin gespielt, war die beste Viertelstunde meines Lebens. Ja, ich habe ungefähr so 2. Und die waren das ist ziemlich gut. Ich frage mich, ob dieses Spiel aus Japan ist. Das ist doch kein japanisches Spiel. Das ist, glaube ich, Taiwan, oder? Ich dachte, das ist ein chinesisches Spiel, ja, aber ich weiß es wirklich nicht. Irgendwie. Sehr coole Moves. Style holt mich ab. Sehr, sehr coole Moves. Bin wahrscheinlich zu blöd für solche Spiele. Genau, China, Shanghai. Also genau. Bist du blöd? Ich bin zu blöd für alle Spiele, Nick. Wenn das ein Hindernis wäre, genieß es doch einfach. Kleiner Tease. Jetzt waren es 4 Sets. Ja. Jawohl. Jojo ist aus Let's go. Ist da schon Release bekannt? Ich glaube, wir haben tatsächlich immer noch kein Datum. Ich will heute einen Shadow. Ich will einen Shadow Drop, jawohl. Dann muss ich leider aber jetzt schon los. Oh. Oh. Du kannst wieder deine Kumpels auf den Bildschirm werfen. Sieht so toll aus. Yay, Casey Jones. Das euch an. Ist der Casey Jones? Perfekt. Er ist Casey Jones. Ja.
Mega, voll gut. Kriegt ja auch mal so seine... Ich glaube, in den alten Spielen, ich glaube, in den alten war er sogar noch ein Boss vielleicht. Weiß ich gar nicht mehr. Das sieht mega aus. Das kriegt man auch direkt gute Laune, wenn man sich das einfach nur anguckt. Wie viele D-Mark oder nee, was? Ostmark ich damals noch in Reichsmark, ich irgendwo in Ungarn oder wo wir waren. Geh nicht zu meinem Meister und hol dich eine Gulden. Um dann ein neues Coin nachzuschmeißen. Der hat einfach ein Schaf getauscht. Bin nie über den 3. Level hinausgekommen, weil immer dann wird es zu teuer. Bei was im Turtles in Time? Ja. Oder wie hieß der andere? Turtles the Arcade Game gab es noch. Ja. 2 war, glaube ich, der Side-Scroller. .emu. Hieß 1 nicht einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles? Oh, guck mal. Ja, schon die neue Switch. Oh, aber das immerhin. Ja, nächste Woche. Holy shit. Voll geil. Wir spielen nächste Woche Turtles. Schach. Das Spiel kenn ich. Perfect Dark. 4. Remnant from the Ashes, Perfect Dark. Perfect from the Ashes. Ihr seid so cool. Ja, mein Kind. Wow. Das nimmst du zurück. Das sieht aus wie ein Mobile-Spiel. Sieht aus wie ein Mobile-Spiel. Sieht aus wie Hauptcharakter. Ich habe auch das Gefühl, die Hälfte aller Assets schon mal irgendwo verwendet. Lawbreakers 2, oh mein Gott. Deep Cut. Na, macht Clippy B nicht wieder irgendwas? Macht er? Weiß ich gar nicht. Er hat sich, glaube ich, als Berater irgendwie angeboten. Oh, holy shit. Saints Row, das ist das echte Gameplay. Super People. Super People? Das ist doch mal ein Name. Uff, nicht super Helden. Wieso sehen wir jetzt was für Humankind? Die Menschen sind sehr groß. Weird. Weil süße kleine VX-Spieler auch eine Daseinsberechtigung haben. Ist Humankind mal nicht Adrenalin-Junkie da drüben? Early Access? Jetzt was ist das nicht Early Access? War das noch Early Access? Ich dachte, das ist schon draußen. Ich glaube, das ist ein Steam-Erfolg. Ich dachte, jetzt geht's um DLC. Ja, hier Cultures of Latin America, genau. Okay. That's nice. Ich glaube, es soll ganz okay sein, das Spiel. But wait, there's more. There's more. Das ist auch Battle Royale-Modus. Ist das nicht Battle Royale. Oh, okay. Oh, endlich mal Geschichte auf der Konsole erfahren. Ja, wenn Sifter geschafft hat, schafft Humankind leider auch. Ich spiele Kessen. Sei still, du kennst dich mit Videospielen nicht aus. Ich spiele Dynasty Warriors 9 Empires. How far will you push Humankind? Wenn ich mal Remnant da habe ich aber Bock, drauf, das auf Konsole zu spielen. Das hole ich mir auf jeden Fall. Macht das was her? Ich habe bislang nicht gespielt. Humankind. Ich weiß leider auch nicht. Ich habe auch nicht gespielt. Play it day one with Game Pass. Mega. There we go. Voll geil. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. Also wie in echt? One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video wir 4 game One Piece Fans hier. Leo, wenn du einen One Piece Charakter sein könntest, welcher wäre es und was wäre deine Superkraft? Der da. Ich will die coole Superkraft. Du kannst nicht auf dem Bild mit übelst den Charakteren zeigen und der da sagt. Halt der da, der coole. Der coole? Ja, der coole Charakter da. Der mit dem Totenkopfgesicht? Nein, der andere coole. Der mit der Superkraft. The Straw Hat Pirates journey along the Grand Line. Das. Waldo Promiro. Waldo. Wer ist Waldo Promiro? Abbruch.
Das sieht jetzt nach Handyspiel aus, oder? Nee, das ist wirklich ein RPG. Achso, so Open World oder was? Odyssey? Ich glaube, Odyssey war das, ist doch so ein klassisches JRPG, oder, Chat? Also ich kann dir eine Sache sagen. Der Hauptcharakter in One Piece hat eine Frucht gegessen, mit der er seine Gliedmaßen strecken kann. Und diesen Teil der Superkräfte will ich nicht. Ich will den anderen Teil. Er kann nämlich nicht mehr schwimmen. Das kann ich diese Superkraft will ich. Okay, krass. Das heißt, ich keine Superkraft. Das ist cool. Ich find's gut. Das ist so ein bisschen geerdeter. Das ist so unnötig, schwimmen zu können. Ja, bist du dann basically eine Katze? Randaliert ihr hier? Ja. Ich hab nicht randaliert, ich habe wirklich gar nichts gemacht. Ich hab nur geatmet. Ist Robin doch noch da? Wir haben jetzt alle. Filled with new encounters. The footage ist an. Leo ist mit seiner One Piece aber nicht up to date. Ja, ich muss noch ungefähr 1000 Folgen gucken, damit ich wieder up to date. 2000. Sorry. Bleib mal bitte bei den Fakten. Stellt sich nämlich in Folge 528 heraus, er hat gar keine Frucht gegessen. Die Frucht hat ihn gegessen. Die Frucht ist sein Vater. Und das hat gezeugt. Das hat so geblutet wie bei Callisto hier. Oder was dann? One Piece Protocol. One Piece Odyssey. Immer noch sehr wenig Gameplay gesehen jetzt. Sehr wenig bis keins, würde ich sagen. Nur diese ganz kleinen Snippets am Ende. Das hat eine rote Variation, das bei dem Namco-Logo? Ja, scheinbar. Die Frucht ist die Alien Oh, Soul Hackers 2 sah so gut aus im ersten Trailer. Ich will jetzt das 50 Minuten Sonic Frontiers Gameplay zu sehen. Nein, ich will aber nicht ohne mehr Sonic auch sehen. nur einmal zu sehen. Nur Landschaft. Ja, nur Landschaft. Der erste Soul Hackers 2 Trailer sah wirklich super aus. Super Style. Was ist das hier? Soul Hackers 2. Was ist das denn? Soul Hackers 2. Was war Soul Hackers 1? Atlas RPG. Aha. Auf dem 3DS war es, glaube ich. Richtige Gravity Rush Vibes. Ich mag den Stil total. Das ist schon wieder nicht schwer, Spot mal. You get one more chance to make things right. Das ist so eine sehr starke Sprenkler-Persona drin. Die Musik, ey. Naja, es ist ja auch Shin Megami Tensei. Ach, das ist auch Shin Megami Tensei? Also Soul Hackers ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ein Spin-off von SMT. Aha. Weil ich glaube, da waren auch gerade ein paar der SMT-Dämonen zu sehen. Ich finde schön, dass die Reflexion. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without Ich hätte the gern die free Modern Warfare Präsentation, die Länge der Modern Warfare Präsentation mit der von Soul Hackers getauscht. Aber das war mir jetzt wieder zu wenig. David, wenn ich mich recht erinnere, fandest du Man-Eater ungefähr so lustig wie eine Wurzelkanalbehandlung. Kann man so sagen, ja. Kommt da noch eine Frage oder war das jetzt schon wieder... Das war keine Frage. Oh, Drangstar. War das wegen Zockner? Nein. Samsung? Samsung. Packen sie ganz schnell und unauffällig ja, in und so nebenbei auch noch eine Drangstar. Compilation. Geil. Ist keine Frage, ich will dich noch besser kennenlernen. Ja, okay, cool. Turtles ist Day One im Game Pass. Ja? Oh, Schreiben nice. viele Leute. Mega cool. Day One im Game, haben wir das gerade verpasst? Weiß nicht, Leute schreiben es, vielleicht lügen Leute auch. Das ist ja hervorragend. Mega. Vielleicht sollte man den Chat mal lesen bei so einem interaktiven Format wie einem Livestream. Ich lese ab und zu den Chat. Ich mache das gar leider nicht offen, wo liest du den? Wo ich den lese? Ja. Brauchst bitte auch noch ein DLC. Das ist halt nicht unser Chat, aber... Hier sind die Zuschauerzahlen nur drauf. Von dem Stream. Genau. Die sind alle rüber gewechselt. Auch die Amerikaner. Fantasy Zone. Nee. Jetzt rufst du einfach noch Was Dinge. ist das? Affe The Game. Affe, Flugzeug, Street Fighter. Streamfight. Go next. Das ist die Arcade-Sammlung, die jetzt einfach mehr Stuff bekommt. Ja, Arcade Stadium 2. Oh, Alpha 3. Knights of the Round. Aber wieder nicht Max. God fucking damn it. Okay, das sind die Spiele, die alle dazukommen. Ja, aber in Arcade Stadium 1 musstest du dir die einzeln dazu kaufen und Arcade Stadium war nur eine Plattform. Das klingt... Ist leider nicht so gut, wie es klingt. Not oh, Rabbits? Nee, Football.
Naja, Mario Strikers. Without Daisy. Freut ihr euch darauf? Das kommt morgen raus. Ich freue mich darauf. Ja. Ohne Daisy, what's even the point? Da gab es ja diese First Kick Demo von, die hat mich total überfordert. Das ist voll das komplizierte Spiel. Also ich würde auch die Wertung 10. Wertung direkt mit eingegeben. Das ist ja nicht so gut. Wertung ist schon da. Also um der Frage zu beantworten, David, ich freue mich in gewisser Weise. Ich mag so eine Arcadia. Ja, das Mikrofon innen drin, deswegen klingt so scheiße. Can you be any more Germany? Das hörst du doch. The better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. Schluckt's. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Wie heißt das Spiel? Metal Hellsinger, glaube ich. Oh ja, holy shit. Der Crypt of the Necrodancer ganz anders. Ich glaube, das hatte auch schon mal eine Demo, kann das sein? Erneut. Die Musik hätte dem Witchfire-Trailer gut getan. Not sure about that, aber doch. Auch so ein Reifenwechsel mit so einer Musik, das ist jetzt schon. Entschuldigung, da sind ja wirklich alle mit am Start. Oder sind das so die Sänger oder was? Guitar Hero Manowar. Schon wieder so ein Deep Cut. Warriors of the... Was? Aber also ich stelle mir das überstressig vor, gleichzeitig zu zielen und darauf zu achten, dass man in dem Beat bleibt. Ich dachte, und Headbang. Ich glaube, im besten Fall kommst du ja in einen Flow, dass du das quasi automatisch machst. Ach Gott, das ist eine Rhythmuseinlage drin? Ja, das ist der ganze Punkt. Ich habe nicht zugehört. Dieses, das Fadenkreuz herum ist so eine Taktanzeige sozusagen. Und du sollst es im Takt spielen. Du, mit Grafik kennst du dich nicht so aus, deswegen hast du dieses Grafikelement nicht aufgefallen. Er guckt nur nach der Schrift an, nur. Das war ein guter Trailer. Ist That ja one was Metal Hellsinger coming later this year Diablo from 4, Funcom, jetzt. a rhythm shooter with metal Ich will halt music. das, aber mit so And right now, as I Lounge mentioned, Jazz. a demo has launched on PC, Xbox and Der PlayStation. langsamste Shooter. Ich will jetzt den neuen Trailer zu Live Alive. Next up, Live a Alive. new Live game Alive? launches Live tomorrow, Alive? The Quarry Maybe. from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David The Arquette Quarry, and an ja. all-star cast. It's Das getting kommt jetzt great auch irgendwie reviews, and this is one of those Sommer binge-worthy noch. teen horror Hatte ich bei entertainment Speckobst experiences irgendwie gesehen, der where sich da every choice übelst drauf shapes your freut und story ich dachte, and determines who warum? lives and who dies Also nach at a Until camp in upstate Dawn, New was ja York. nun auch schon Here's kein the Knaller first war. look at the Und launch diesen trailer. Zwischenspielen jetzt. Die Dark Pictures Anthology war leider so bla. Ja. Und das sieht doch exakt genauso aus. Speckobst hat auch große Haie, kleine Fische durchgespielt. Einfach eine Frage. Meinst du, der hat noch weniger Ahnung von Spielen als du? Nee, das nur nicht. Das kann man nicht toppen. Komm. Prepare for hanging teeth. on the end of the rope. Ted Raimi. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Okay, sie ziehen so ein bisschen Also hier haben sie 60er, 70er, 80er Special. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. Versuchen auch den trashigen Humor der 80er mit rein. Sie scheinen ein bisschen Spaß zu haben. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Das sieht eigentlich cool aus. Ja. Wie würde die Spieleszene in den letzten Jahren aussehen, wenn es keinen VHS-Filter gäbe? Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte VHS-Filter, die heute. A shared world survival crafting game from Inflection Games up in Shared Canada. Nightingale haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, das hatte voll den coolen Trailer. Und dann hieß es, oh, Multiplayer-Survival-Ding. Was ist dieses Kleid?
World Premiere. Meint ihr, kommt noch was Großes? Also, wie gesagt, eine große Sache kommt noch mindestens. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Ist das wieder Troy Baker? Nee. Aber keine so exciting Sache leider. Ich glaube, es ist schon mehrfach im Chat gespoilt worden. Ja. Given how fragile you humans are. Wie gesagt, der Trailer hierzu war halt voll cool, weil das Szenario so eigen ist. Should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Erstmal ein paar Hirsche abknallen. Sieht nicht schlecht aus. Nee, sieht nicht schlecht aus. Also wäre interessant zu wissen, wie so dieser Crafting-Survival-Aspekt da reinkommt. Ja. Also mit den Karten zumindest schon mal ein bisschen was Eigenes. Oh, Zeppelin? If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Die Designs sind halt wirklich cool. Inflection habe ich ja auch schon mal gehört. Inflection Games. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich gerade nicht zuordnen. Da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, man hat noch gar nichts gesehen, oder? Doch, wir hatten da tatsächlich schon einiges Gameplay, aber es war leider ein bisschen unaufgeregt. Ich glaube deswegen. Weil der Stil so... Das sieht aus wie GTA, ne? Naja, nee, also... Es war so ein bisschen austauschbar, aber wir gucken mal. Erstmal machen wir wieder zu Weisen, guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Das ist das Boss Factory, Download Now. Wahrscheinlich deine Charaktererstellung einfach. Ja. Der Hauptcharakter hieß schon immer Boss früher. Genau, wenn man sich seinen Boss baut. War nicht schon immer seit rein. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Nackig. Wollen Sie jetzt zeigen, wie sehr man jemanden nachbauen kann? Ja, ich glaube, das sollte das sein, and it failed. Okay, wer in dem Team sieht so aus? Das heißt, ich kann auch Leo sein. Du kannst Wer Leo würde sein. das sein wollen? Aber du kannst nicht. Bist du mal so Baker. David, wenn du eigentlich sein könntest, welcher wärst du und was würde deine Superkraft? Ich wäre wahrscheinlich du. Meine Superkraft wäre, dass ich nicht schwimmen kann. Nice. Ich sage gute Wahl. So, das kommt jetzt. Also quasi der Spore. Ja. Wahrscheinlich das beste Feature des Spiels gibt es hier wieder davor. Ich kauf's einfach nur für den Creator. Moment, heißt das, jeder Hauptcharakter wird dann zwangsläufig zu einem Penis? Mit Penis aber. Ich freue mich auf die Livestreams von Saints Row bei dir. Zumindest nackig rumlaufen. Oh, Dark Tide. Du bist excited für Dark Tide? Ja, Vermintide war super. Ja, ich wusste bloß nicht, dass du es magst. Dark Tide promises intense 4-player co-op action. Das ist, weil du nicht genug Fragen stellst, um ihn mal genauer kennenzulernen. So nämlich. Danke, David. Tom, erzähl mir mal was über dich. Nee. Wenn du ein Dark Tide sein könntest. Warum und welche Superkraft? Welche World Premiere wärst du? Weil er ist beschäftigt mit Streiten. Ja.
Das wollen sowieso alle den Ohren spielen, oder? Also ich zumindest. Das ist jetzt quasi Vermintide im 40K. Genau. Also wer Vermintide nicht kennt, das ist Left 4 Dead. Was Left 4 Dead nicht kennt, das ist Back 4 Blood. Falls ihr Back 4 Blood nicht kennt, es ist Dark Tide. Es ist Dark Tide. Aber wenn ich das jetzt nicht kenne. Oh. Wo sind die Ratten? Oh. Die sind in Warhammer Fantasy geblieben. Gibt's in Sci-Fi gar keine Ratten? Nee, es gab... Sci-Fi-Ratten? Das wäre jetzt zu kompliziert. Aber nein, es gibt keine Gegnerspezies, die Ratten. Jetzt kommt der Lore Deep Dive mit Leo. Die Rattenplaneten. Das Gefühl, den Beat drunter hatten wir schon mal irgendwo vorher. Ja, jetzt kommt Redman from the Ashes. Batman from the Ashes? Redman Arkham Asylum. Da ist die Bitrate auch gerade sehr überfordert von, aber es sieht super geil aus. Jawohl. Die Sache ist halt die, dass... RTX on. Die Sache ist halt die, dass Fat Shark notorisch lange gebraucht haben, um Vermintide in einen wirklich guten Zustand zu kriegen. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ja, also Vermintide 2 brauchte immer noch sehr viel Pflege und sehr viel Liebe und braucht es arguably auch immer noch. Der Kopf, wenn mal abgefallen ist. Ne, das ist so Warp-Magie. Ja. Ich mag es auch, dass der Ogren einfach ein Kampfmesser hat, was bei ihm so kurz ist und was einfach für jeden anderen ein Dreihänder wird. Das ist mir ein bisschen zu wenig Dreihänder. Ja, sind leider nicht mein Spiel. Ja. Dafür brauche ich halt wieder Freunde. Bleibt mehr für Tom. Sehr nach dem aus, was ich auch dachte. Ich spiele solche Spiele knallhart. Oh, was? Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror Ihr spielt auch experience. Spiele, die keinen It's a return to the Singleplayer world haben. of Layers of Fears. Ja. Get Layers a of dose Fear? of this. Hä? Ich spiele Battle Royale, spiele Weltpremiere. Machen Blooper noch einen Layers of 4, während sie Silent Hill Remake machen? Wie sie schreibt Blooper Team, oh nein. Layers of Hill. Das ist ja weird. Layers of the Hills have Eyes. Bluebies. Auch da sage ich so, also so ein Spiel, wo man so einen Gang runterläuft und dann schließt sich so eine Tür, habe ich lange drauf warten müssen. Ja, ist schon ziemlich cool. Generell Türen. Das ist auch ein Spiel, wo du hinguckst und dann drehst dich um, dann guckst du zurück und plötzlich ist anders. Ja. Wow, ich glaube, ich verliere den Verstand, wenn ich nur versuche, mir das vorzustellen. Beyond redemption. It's a lie. This is a story of my Da. fear, pain, Da sind sie dann doch. Ah, Plague Tale Innocence. of my loneliness, and it is mine Ich dachte Vermintide. to tell. Selbes Spiel. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't. Layers of 4 hat nicht den besten Ruf, ne? Ja, es ist halt... Es ist okay, aber... Es sind halt keine neuen Impulse drin. Also das ist generell so ein bisschen das Ding von Blooper Team. Die lassen sich quasi sehr stark inspirieren von Silent Hill und PT und so. Und machen das dann auch. Und das ist, wie gesagt, finde ich zumindest auch okay. Und atmosphärisch oft sehr stark. Aber die Identität geht dem dadurch ein bisschen flöten. Now I break free. Layers of Fears. Das wird nicht besser auszusprechen. Als nächstes ist es Slayers of Fears, dann ist es Slayers of Fears. Es wird langsam immer mehr Doom. Irgendwann ist es einfach nur... Am Ende von Layers of Fears findest du eine Shotgun. Das letzte Gameplay-Reveal von Gotham Knights sah leider auch ein bisschen blah aus. World Premiere. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive Zwei producer Armbanduhren. on Gotham Knights. Today we are thrilled to Und share more with vielleicht you arbeitet er about mehrere the Time flavor of Zones. love at nights.
Nightwing. There's an app for This that. showcase is the first in our character series, and we're Es kann really übrigens looking eines so ein forward to Batman-Projekt share war. more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Ich bin da trotzdem ein bisschen gespannt drauf. Nicht so richtig. Aber Hype würde ich es jetzt nicht nennen. Es wurde ja damals, glaube ich, zeitgleich mit Suicide Squad angekündigt. Und da dachte ich schon damals, oh, Suicide Squad habe ich Bock drauf. Das hier brauche ich nicht. Ja, aber dann machen halt beide dieses Multiplayer-Ding. Und das hier ist nicht im Arkham-Universum, aber Suicide Squad ist im Arkham-Universum. Das ist super. Und was ist das? Ist das sowas wie Avengers? Nee. Du kannst das komplett alleine durchspielen als Kampagne. Wie bei Avengers, ja. Aber, ja, also gut, in dem Sinne ist es dann doch sehr Avengers. Kannst halt auch alles im Koop machen. Ist dann auch live nee, ich glaube, es ist kein Live-Service-Spiel. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist... There's always more to do. And now, it's up to me. Neuer Held. Static Shock. Ching Chong. King Kong, was? Die verzögerte Art. Das sah gerade ungeschickt aus. I got this, Bruce. Oh, Step into the Night hatten sie damals schon. Shut the fuck up. Gotham Knights. Nee, aber ich bin voll bei dir. Voll bei dir. Aber versteht ihr Knight und Knight? Step into the developer's face. Das ist doch nur dein Knight. Du sollst in den Ritter treten. Sei nicht neidisch. I think we jinxed ourselves. We were joking about last time, like, watch the assets will leak, and lo and behold. Well, there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. Ja, der Multiplayer könnte auch kommen. Er meinte, glaube ich, gerade, etwas hat noch nicht geleakt. Early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Was ist das? Okay, well, what can you tell us? Last of Us 1 hatte einen Multiplayer, der tatsächlich relativ beliebt ist, und Last of Us 2 soll quasi noch einen bekommen, aber der wird wohl standalone. Ich dachte immer, alle Naughty Dog Multiplayer waren mehr so, ja okay, aber unter ferner Liefen. Selbst der Uncharted Multiplayer hat echt viele Fans. Also ja, ich höre so halbwegs positive Sachen, aber auf der anderen Seite nie so richtig, oh mein Gott. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vince Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling. Offensichtlich was Größeres draus geworden. Live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right? Oh, right. Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt Pedro Last of Pascal Us into a TV show. Glaube, ja. They've been filming, Der Chernobyl-Macher hat es gemacht. It's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good,
and the quality is so high. It's so authentic to what we've made in the game. Haben die einen Trailer? And ich glaube, bisher gab es nur Set-Foto. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Bei so diesen ganzen Spieleumsetzungen. We have an image from the episode I actually directed. Ich weiß auch nicht, ob es automatisch eine gute Idee ist. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey. Shot, aber da hinten sieht man einen Klicker. Seht ihr den? Them and seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance they bring to these characters, so their halb im Dunkeln. On and off camera. I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game that I've seen. Authentischer als Mortal Kombat. Makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? Es könnte genau so gut Bruce Campbell sein. Okay. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Wow, gut eingepegelt. Oh nein, oh nein. Sind Sie jetzt noch länger über die Show? Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello. Nein. Oh, hi. Good to see you. Weil Sie Gastauftritte haben quasi. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like. Sie ist doch auch ganz kurz in Avengers drin, oder? Ich glaube ganz am Ende von Avengers. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. Im Film? It has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping on the wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like dafür, so good. On the internet, there's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and wieder ein bisschen ein Fall von Show Don't Tell. That feeling of sort of seeing them in person. It's like ein kurzer Clip vom Set it's oder like the irgendwas. characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Jetzt hat mich ganz schön geteased und ich bin sehr let's talk about what was on Twitter earlier today. Let's talk about the idea. Ich finde, Pedro Pascal ist leider auch nicht der allerbeste Actor. Original game. Naja, also nennen wir mal einen Film, wo er schauspielerisch herausgestochen ist. Also Game of Thrones hat er diese Rolle des cocky Thronfolgers relativ, ne, das kann er. Aber hast du den schon so mal als gebrochenen Mann in irgendeiner Rolle gesehen? Ich gar nicht. Also ich kann dir keine einzige nennen, Ist er nicht auch in Narcos eigentlich ganz beliebt? Die Serie habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Das kann ich nicht sagen. Da habe ich ein bisschen was mitbekommen, war sehr beeindruckend. Und als Mandalorian mag ich ihn auch. Als Mandalorian mag ich ihn, aber da funktioniert er auf eine andere Art und Weise.
So, und das war das, was geleakt wurde. Allerdings wusste man auch schon vorher, dass es kommt. I reckon it's got something to do with that girl. Remastered? Remake. Remastered wurde es ja schon mal. Das ist ja das Weirde. Remastered. Sieht jetzt halt aus wie Last of Us 2. You know, I've never been this close. Sah der erste gar nicht so aus? Ja, das ist ein bisschen das Problem von diesem Remake. In der Erinnerung sieht das voll so aus, ne? Ja. Weil halt der Schritt nicht so groß ist. Can it? Im direkten Vergleich merkt man schon, dass das ein Unterschied ist, aber... Ja, aber es ist ein Unterschied, der gerechtfertigt. Genau, also das ist halt die Frage, wie notwendig ist das, und ich bin auch der Meinung, ich finde Last of Us 1 sieht super aus. Ist ein bisschen wie mit dem Dead Space Remake. Ich sag das ein bisschen zu häufig und ich weiß, ich bin Muffel, was Remakes und Remasters angeht und so weiter, aber ich habe Kartoffelsalat im Kühlschrank, der älter ist als The Last of Us. Also, es ist so... I don't know. Und der schmeckt sogar noch. Das habe ich nicht gesagt, aber... Der sieht inzwischen aus wie die Monster von The Last of Us, aber... Oh, da freue ich mich jetzt. Ich würde noch gerne GTA 5 Remake-Ankündigung dann haben. Ja, Kojima kommt da bestimmt noch. Yeah, we haven't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Wir sehen wahrscheinlich noch ein Video. Salat war es nicht schlecht. Gut, sehr gut. Ein Video. Danke, ja, mein Premium-Witz gehört. Du hast galant ignoriert, du F-I-C-K-E-R. Ey. Dass sie es jetzt Part 1 nennen, ist aber auch so... And then the animators went Ach, back guck mal, and studied how much it has Das find changed. ich aber You went lustig. and you redid the models and rebuilt Sogar von everything. 4 auf 5. Rebuilt from the ground Er up. hat mehr Haare. Charaktere einfach jetzt halt ein bisschen anders aussehen. Aber es sieht schon Aber ja, es sieht schon besser aus, aber es ist jetzt halt... ein Ne? riesen Es sieht vor allem anders aus, finde ich. Ja, es Also, sieht anders aus. Das ist nicht PS2 auf PS5. Nee, genau. Das wäre so... Das wäre ein großer Schritt, ja. Würde ich das nochmal spielen? Ich habe es halt vor Last of Us 2 nochmal gespielt und es ist immer noch super. Ich mag es mehr als Last of Us 2. Oder bist du vielleicht nicht ganz alleine. Because they're all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Bis zur nächsten Konsolengeneration, dann wollen wir noch eine definitive Edition. The Last of Us Part 1 Remastered. Part 1 Redux. Director's Cut mit dem Sprecher von Part 1, 2. Wie hieß das? Oh Gott. Über Final Fantasy. Das, was du so I gerne was gespielt hast? just The a Quiet glutton Man. for punishment, Nein. and I went straight from Nein, playing Remnant from the Ashes. Never played it. straight into Wo er Ballisto. sich selbst Part 2. redet, wo der And so the der last time I Verstand played mit sich literally would have selbst... been Ach so, 2 years ago, Disco so Elysium. Ja, there's genau. a Part 2 coming out, so I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another Yeah, I playthrough can't. I with mean, this. Yeah. I So can't viel zu wait dem to go Typen, der back sich mit and dem Oh, I Spiel can't. auskennt. You guys did such an amazing job on that original game, and It's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think Wie er of the das Last jetzt of Us noch mal 2 extra combat, betonen but muss. kind of that back in the Last of Us 1. Well, it's Ja, the lass mich whole Dinge new sagen, die wir animation gerade gesehen system, haben. He the AI knows. system, everything we've learned on like Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Ich Gallant frage mich immer, and wie Sean sehr Sky. sitzt so eine And you'll hear a Firma lot more about it and see a lot da more und about it sagt, in the so, coming weeks leading up to the als nächstes release Projekt September 2nd. Remake von Teil 1. Ja, das ist super. Oder Das war auch erst in einer anderen Abteilung und dann ging es doch wieder zu Naughty Dog, dass sie es selbst gemacht haben, aber ich verstehe es auch nicht. Ja, und da kommt auch der Call Still von making Sony games. und nicht I von haven't ihm given up selbst. my day job. Ja, ich könnte mit Druckmann könnte ich mir vorstellen, dass er auch gerne nochmal zurückgehen möchte und ein paar Sachen ändern möchte. Otherwise, we'll save But you it. do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, Das well, hat we'll niemand see. We'll gesehen. try and Okay, see. nur ein kurzer All right. Tease. Troy, Ashley, Können wir mal Modern Last of Warfare Us sehen? 3. by Summer Game Nee, Fest. bitte I'm nicht. so excited that The Last of Und Us is nun returning, as you said. Modern Warfare Thanks, 1. guys. Okay. Ja, wir haben den alten Trailer von All right, well, that is 2004 going to nochmal do it. Thanks to rausgekramt. Naughty Dog and Aber wir haben PlayStation mit for that AI very auch That's gonna special, do it. look at The Last of Us and the entire franchise and where things Ja, dann are sollte going. das wirklich der Rauschmeißer Very, sein. very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over Das the next few days. war Kein Coming up Kojima? right Mittelmäßig. now on this Meinst du, very die ganzen stream, Grashalme Day sind of the live Dead, gerendert? I Am 8-Bit and Double Fine. Oder war das Von der mittelmäßig? PlayStation Ich weiß, es war auf jeden Fall nicht gut. Ja. Ja. Nee, es war tatsächlich sehr sehr meh, genau, ja. Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr nennen. Turtles in Time. Nee, Turtles in Time. Shredder's Revenge. Das ist mein Ballisto Favorit. Protocol. Ballisto, genau. Aber das war viel nichts. Also meine Lieblingsstelle war, als The Rock da war Ja. und uns 15 Sachen geplagt hat. Das als Sauer da war und am
und zu The Rock Nee, also ich meine, wie gesagt, Jeff Keighley hat vorher den Ball flach gehalten, aber zu Recht. Zu Recht. Das hätte er aufs Maul bekommen. Sogar von mir, als jemand, der bei allen Sachen sich dachte... Ja, es waren halt ein paar coole Trailer dabei, aber insgesamt ist das... als E3 würde sowas nicht mehr funktionieren. Nee, genau. Wenn wir es auf E3-Konferenzniveau bewerten, dann wäre es doch etwas enttäuschend gewesen. Ja, etwas. Aber du hast sehr gute Arbeit geleistet, was die World Premiere-Ansagen angeht. Und schon dafür müssen wir sehr dankbar sein. Oh, da ist gerade Tim Schäfer. Hallo Tim. So, also das sind jetzt die Day of the Devs, die hier im Hintergrund laufen, die... Day of the Devs. What? Das ist aber you don't know cute. What Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent game festival that exists. It was started over 10 years ago. Independent by Showcase. Productions Wie gesagt, soll jetzt gar nicht für uns der Fokus sein, deswegen mache ich es mal ein bisschen leiser. Weil wir machen jetzt quasi Schluss. Das war's mit dem Summer Game Fest. Und auch wenn es jetzt nicht so die Mega-Show war, hat es mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und das hier zusammen zu schauen. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich fand es auch schön, dass du da warst. Dankeschön, Nick. Danke. Wirklich. Jetzt raus beim Studio. Aber wirklich, wenn ich jetzt fragen würde nach einem Favoriten von der Show, fällt schwer, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Also was sich bei mir nicht verschoben hat, ist, ich habe nach wie vor Interesse an Midnight Suns, aber auch da wieder kein Hype, sondern Interesse. Genau. Ich hatte Cornetto Protocol vorher nicht auf dem Schirm und Cornetto Protocol. Das wird immer besser. Ist das Simon Pegg auch drin? Das so die Trilogie ist ja weitgehend abgeschlossen. Aber Nick Frost ist irgendwo im Hintergrund. Ich weiß auch nicht mehr die Spiele, die wir neu gesehen haben, die uns gut gefallen haben, wie die hießen. Ich habe noch ich müsste jetzt auch nochmal durch. Stormgate, Entschuldigung. Stimmt, Stormgate gab's. Hardcore-Nazi. Bei den Namen ist aber auch echt schwer, sich die zu merken. So generisch wie zum Teil die auch irgendwie sind. Wir hatten dieses eine Sci-Fi-Spiel, was so ein bisschen realistisch aussah, wo ich aber jetzt auch den Namen nicht... Du hast dein Routine, ja, genau. Du hast deinen Alien Top-Down Twin-Stick-Shooter bekommen. Ah, ja. Dark Descent. Das tat also direkt als erstes so ein Tritt in die Eier. Dark Tide Gameplay sah toll aus. Und Layers of Fears haben wir bekommen. Layers of Fears. For Better or Worse. Nun gut. Und das Honkoverse. Honko. Stimmt, ja, dieses Anime. Starfield von Honko. Honko. Nun gut, vielen Dank Nick, David, Leo, dass ihr dabei wart. Leo könnt ihr besuchen auf twitch.tv/TheGerman. Aber solltet ihr? Ist die Frage. Nun, ihr könntet Uncharted übermorgen gucken. Fliege the Game. Am Sonntag. Aber vielleicht sollte ich einfach warten, bis Uncharted nochmal geremaked wird. David könnt ihr bei Behind besuchen auf seinem YouTube-Channel. Aber solltet ihr? Nick, möchtest du irgendwas pluggen? Mich könntet ihr besuchen auf Nico.channel hättest. Nico.tv. Nikku.tv. Dann wäre ich Gronk. Oder auf LTT Store. Meine Superkraft und wie gesagt, dass ich nicht schwimmen kann. Ich bin nachher nochmal live. Wir gucken Devolver Digital zusammen. Ich bin gespannt auf das Return to Monkey Island Reveal, was es da gibt. Das ist dann um 0 Uhr. Aber für jetzt soll es das erstmal gewesen sein mit dem Summer Game Fest. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederfernsehen. Bye, bye. Tschüssi.